29. Juni 2023. Wir sind bei MH Exklusiv in Sachsen. Und ja, ich war noch nie in Riesa, aber jetzt denke ich mal ein bisschen anders über Riesa, denn hier sind Handwerker, die wirklich ihr Handwerk verstehen. In der Mitte ist nämlich die Katharina. Du bist Fahrzeuglackiererin. Richtig. Ich bin gelernte Fahrzeuglackiererin und bin 2018 mit Mirko auf die Idee gekommen, dann die Wohnmobile auszubauen. Ja, du bist auch Handwerker. Jawohl, ich bin gelernter Tischler. Genau. Gelernter Tischler, ist das Schreiner? Ist je nachdem. Ich Schreiner, bei uns Tischler. So, das ist cool, das sehen wir auch gleich mal. Wir gucken dir mal über die Schulter. Du bist so ein bisschen hier verantwortlich für die gute Unterhaltung, kann man sagen, oder? Naja, das machen eigentlich alle. Wir sind ein cooles Team. Ein cooles Team, ja. Wer ist denn auf die Folie gekommen, liebe Katharina? Die habe ich mir mit dem Mirko zusammen rausgesucht. Wir wollten was Auffälliges. Also wir wollten auf dem Rennplatz auffallen. Und das, denke ich, das haben wir geschafft. Ja, es ist ein Renntransporter. Du bist jetzt der Mirko, du bist der Ehemann, oder? Von dir? Nein, Chef ist um die Ecke. Chef ist um die Ecke. Hans-Jörg, Hans. Ja. Ja, es ist nämlich große Belegschaft hier von Mercedes-Benz ist gerade hier. Aber wir haben uns überlegt, wir zeigen euch das Auto jetzt mal in der Werkstatt und blicken mal so ein bisschen hinter die Kulissen hier in Sachsen, wie gebaut wird. Denn das Thema Preis-Leistungs-Verhältnis, das hat euch gefuchst. Ihr habt gesagt, es kann nicht sein, dass so ein Mercedes Sprinter 250.000 Euro kosten kann. Und ihr hattet auf der Messe einen für 138.000 und der hier kostet, wie er hier steht, 149. Also das ist unser Vorführer, der kostet 127.000 Euro. Der ist aber auch schon verkauft, wird ein paar Kilometer auf der Uhr haben. Und wenn man das Auto neu haben möchte, so wie es da steht, dann ist es bei 142.000 Euro. 142.000 brutto. 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 So, und das ist ein Kampfpreis. Wir haben einen 7 Meter Sprinter. Wer sich auskennt, das Auto alleine kostet schon, glaube ich, leer, wenn er kommt, über 90.000 Euro. Das ist so. Es ist die Version mit super Hochdach. Dahinter steht die gleiche Version in 4x4. Das können wir uns gleich mal angucken. Der kostet 6.000, 7.000, 8.000 Euro mehr ungefähr, kommt das hin. Und es gibt ihn auch als 4x4. Da gibt es, glaube ich, ein paar Nachteile beim 4x4. Ich glaube, die Nutzlast, irgendwas ist da anders. Ja, wir werden die 3,5 Tonnen beim 4x4 nicht schaffen mit Ausbau. Aber ist das hier ein 3,5 Tonner? Das ist ein 3,5 Tonner. Ja. Nee. Doch, ja. Ohne Scheiß. Ja, können wir 2 Motorräder reinstellen. Wir, also 2 Erwachsene und Hund. Und dann kann es losgehen, ja. Du willst mich verarschen, das sind 3,5 Tonner. Ja. Das hast du mir gar nicht gesagt. Nein, hast du nie gefragt. Das geht normalerweise gar nicht. Also 3,5 Tonnen zu bauen mit 2 Motorrädern drin, 2 Personen und Hund. Wir sind halt immer wieder auf der Suche, wo man Gewicht einsparen kann. Und irgendwie optimiert noch. Ja. So, und jetzt denkt man, wenn er 3,5 Tonnen ist, der ist innen leer. Ihr habt etwas gemacht. Wir zeigen das mal gerade. Er hat hinten, also erstmal, vielleicht gehen wir mal einmal drum rum, dass wir das mal gucken. Das ist jetzt quasi der Möbelbau, der drin ist. Den habt ihr mal so ein bisschen stilisiert. Der Kunde kann das aber auch ohne die Striche kriegen, oder? Genau, ja, auch ohne Striche. So, wir sind bei Motorhome Exklusiv und das Ganze, bitte mal öffnen, hat eine unglaublich große Garage hinten drin. Die ist multifunktionell. Oben drüber ist ein riesiges Bett. Dank super Hochdach habe ich hier richtig Kopffreiheit oben drüber. Aber die Garage ist komplett entkoppelt. Das heißt, also die Dämpfer aus der Garage können nicht in den Schlafraum. Genau. Die Zwischentür, die ist abgedichtet, so dass da keine Abgase reinkommen können. So, das muss ja kein, ich sag mal, es muss ja kein Cross-Motorrad sein, was hier drin ist. Da drin könnten zum Beispiel Hundeboxen drin sein von 3 großen Hunden, die man mitnimmt. Naja, wir haben jetzt gerade einen Ausbau hier, da steht aber jetzt erstmal, da kommt auch eine kleine Hundebox rein. Da könnten aber auch jetzt Mountainbikes rein, da könnte ein kleines Quad könnte rein. Individuell, ja. So. Die Tanks, wo liegen die? Die Tanks hier vorne unten. Vorne unten. So. Das Ganze ist vom Konzept her ein Fahrzeug, was ihr gebaut habt für den Rennsport. Ihr seid ja Rennsportler, jetzt in dem Fall Motorrad. Und die Rennsportler, die brauchen einfach Fahrzeuge, mit denen sie schnell unterwegs sind. Genau. Also wir wollten schnell unterwegs sein und wir wollten halt unsere Motorräder immer im Auto haben, damit die nicht geklaut werden und immer witterungsgeschützt dastehen. Und deshalb haben wir das Auto entworfen und gebaut damals, weil wir selber keinen auf dem Markt gefunden haben, der zu uns passt. Nochmal, der hat 3,5 Tonnen. Ich habe bis gerade eben, und ich bin jetzt schon seit gestern Abend hier, war ich der festen Überzeugung, das funktioniert gar nicht, das kann man nicht bauen. Doch, das geht schon. Das geht schon. So, ihr habt Armaflex verschafft, ohne Ende. Das gucken wir uns gleich mal genau an. Das Ding ist nach den Maßgaben
Stand der Technik heute gebaut worden. Das heißt also sowohl was Isolierung, Fahrzeugtechnik angeht, hier ist das neueste MBUX-System. Ja, was man gewöhnlich halt einbaut, im Fahrzeugbau, das Armaflex. Ne? Das gucken wir uns gleich mal an. So, da ist drin eine alte Heizung ist drin, Gas oder Diesel, was habt ihr verbaut? Das ist jetzt Diesel, ne? Die neue Diesel, das sieht man nämlich hier. Man kann es nicht mehr erkennen, weil der neue Auslass, der sieht nämlich so aus. Der Diesel war ja vorher rechteckig, der da war, nicht so schön. Und das ist der neue Dieselauslass. Ja, genau. Das sieht man sehr schön. Daneben ist noch ein Duschanschluss. Was habt ihr da gemacht? Oder Außengas? Das ist Außendusche. Außendusche? Das ist Landstrom. Ja. Okay, Landstrom. Und hier oben ist Frischwasser. So, und das Geniale sind ja wohl die 3,5 Tonnen. Also ich komme da nicht drüber weg, weil ich kenne nur Leute, die sagen, auf 7 Meter ein Sprinter, auf 3,5 Tonnen, das geht nicht. Also das ist, was du so am Markt siehst, die meisten trauen sich gar nicht mehr ran, weil die sagen, das wird eh zu schwer. Aber habt euch viele Gedanken gemacht? Ja, richtig, ja. Auch schon bei den Plattenwerkstoffen, dass man da jetzt immer wieder, wo kann man einsparen. Ne? So, ihr baut das nicht erst seit gestern. Ihr seid so ein bisschen der Hidden Champion. Seit, ich glaube, 6 Jahren seid ihr schon unterwegs im Bereich Sprinter. Das kann ich so genau gar nicht sagen. Ich selber bin seit 2,25 Jahren im Unternehmen. Aber selbst in der Zeit haben wir schon einen ganz großen Sprung gemacht. Was die Qualität betrifft, was das Gewicht nochmal betrifft, haben wir uns da schon ein ganzes Stückchen weiterentwickelt. Ist ein endloser Kreislauf, geht immer weiter. So, jetzt könntest du ja mit deinem Beruf, mit deiner Ausbildung, Handwerker sind ja unglaublich gefragt, warum gerade hier? Ja, für mich kommt vieles zusammen. Ich sage mal so, erstmal ist es der wirklich kurze Arbeitsweg. Das war für mich ausschlaggebend, als ich damals vorstellig geworden bin bei der Katharina und bei Mirko. Es ist nicht weit, es sind 20 Kilometer weg. Ja, und dann, sage ich mal, hat es das Team einfach mit sich gebracht. Es ist wirklich ein unheimlich cooles Team, lockere Leute, Chef und Chefin, total bodenständig, passt. Rundum sorglos Paket, sage ich mal. So, ihr habt einen Deal mit Mercedes-Benz, die kaufen euch regelmäßig viele Fahrzeuge ab. Das ist schon ganz witzig, man kann sie auch direkt bei euch kaufen. Das hat natürlich den Vorteil, ihr könnt das Fahrzeug individuell auf Kundenwunsch bauen. Das heißt, ich kann alles bestimmen. Jein. Also wir müssen dann natürlich aufpassen, ja, Gewicht, das A und O, das ist so, dass wir dort mit Beladung und Personen unter den 3,5 Tonnen bleiben. Die Kunden wissen das nicht vorher, alles geht nicht, aber unheimlich viel auf jeden Fall. Also was der Gestaltungsfreiraum, wenn wir dann im Innenbereich sind, was das betrifft und so weiter, da hat der Kunde absolutes Mitrederecht. Komm, wir schauen mal rein. Das Auto hier, das war der Vorführer 100 und, was hast du gesagt? 127, was hat der gekostet? Ja. 127. Dabei habt ihr auch schon den Kühlergrill, habt ihr vorne mal modifiziert. Ja. Das ist aus der Racing-Abteilung, oder? Das sieht cooler aus. Ja, ist total schön. Ja, finde ich auch. So das super Hochdach, wenn du hier daneben stehst an der Tankstelle, ja, und du fährst dir mal eben an die Tankstelle. Die Leute denken doch, der Sprinter ist kaputt, der ist viel zu groß. Warum? Er wirkt unglaublich riesig, oder? Ja, ist er auch. Ist auch so, ja. Boah, ist das schön. Das Weiße ist natürlich in Verbindung mit der Folierung, die drauf ist, unglaublich edel. Denn das Weiß, das heizt sich natürlich nicht so auf. Das merkst du schon im Sommer, wenn die in der prallen Sonne stehen. Ein dunkles Auto, das macht mal 4, 5 Grad aus im Innenraum. Aber ihr habt so gut gedämmt. Wir können es auch gleich mal sehen. Ihr habt nur vom Feinsten verwendet. Vanglas hier in dem Fall, die Seitsfenster, die große Thule in Weiß. Das sieht so aus, als wäre die schon immer da drauf gewesen, oder? So soll es sein. So soll es sein. Es soll nichts auffallen. Oder das ganze Auto. So, und die Bobbett-Felgen, auch interessant, denn die kommen bei uns nämlich um die Ecke und die stehen im Auto ganz gut. Sie könnten noch einen Ticken größer sein, aber hier geht es auch wieder ums Gewicht. Die Straßenlage, das Fahrwerk habt ihr noch nicht verändert, oder? Weißt du es? Ich selber nicht, also bei dem nicht. Es gibt andere Autos, wo es gemacht wurde, ja. Ja, es gibt nämlich gerade eine Neuentwicklung, habe ich gehört, aus den Niederlanden. Seid ihr gerade ein Fahrwerk am Testen, was normalerweise aus dem Rennsport kommt. Ja. Das wird jetzt hier eingebaut. Ja, in diesen nicht, in unseren nächsten wird er eingebaut. Und wir bauen als nächstes eine noch exklusivere Edition. Der hat dann auch vorne eine andere Stoßstange dran, so ein bisschen AMG-Style. Die Werbung wird auch auffällig, aber nicht in Rot. Und dort kommt dann das Fahrwerk rein. Ich glaube, die Folierung ist es. Wenn er einfach nur weiß hier stehen würde, das gibt dem Auto, ist unglaublich, was das ausmacht, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin da auch im ersten Tag an begeistert gewesen. So, da haben die tolle Ideen. Das kann der Kunde natürlich auch mitbestimmen. MH exklusiv. Ich glaube, nach dem Video werden viele Standardausbauten überdenken. Dann, wenn du guckst, natürlich von den großen Serienherstellern, die haben auch Mercedes-Benz, aber sowas wie hier habe ich noch nie gesehen. Wenn wir das gleich mal öffnen, bitte mach mal auf, Katharina. Wir lassen mal
die Katze aus dem Sack. Ihr habt das so schön gebaut, das ist alles Handarbeit. Der ist jetzt nicht gebaut in Ungarn, in der Türkei oder irgendwo anders. Der ist komplett hier in dieser Werkstatt entstanden. Ja, das stimmt. Also von unseren beiden Tischlern alles per Hand hergestellt. Komplett. Komplett. Das gucken wir uns nochmal an. Und das zu dem Preis. Also wer sich ein bisschen auskennt, wir werden gleich mal, hier in Riesa gibt es einige schöne Straßen mit Kopfsteinpflaster. Du kennst sie alle, oder? Die beste haben wir hier vor der Halle, ja. Die haben wir vor der Halle. Bin ich nämlich eben schon gefahren. Und das Ding ist leise. Du sagst, also wenn hier irgendwas klappert, da ist es maximal die Tür, die an der Dichtung vielleicht mal zu hören ist. So ein kleines bisschen bei extremen Verhältnissen. Ansonsten ist das Auto leise. Also wenn was klappert, dann ist der Erste, der auf der Matte steht, unser Chef, weil der ist extrem empfindlich, was das Klappern betrifft. Und deswegen sind wir sehr bestrebt, dass es nicht klappert. Das ist euer Anspruch, oder? Ja, auf jeden Fall. Guck mal hier, die Sitze. Ihr habt also vom Feinsten, wir werden gleich mal gucken, die Sitze sind nochmal extra beledert hier für euch. Genau. In diesem Fall sind die Echtleder für dieses Auto. Und ansonsten haben wir immer Kunstleder und Innenstoff. Aber der Kunde kann sich das raussuchen. Wenn er Echtleder haben will, bekommt er Echtleder. Wenn er Kunstleder haben will, bekommt er Kunstleder. Er kann das alles selber bestimmen. So, ihr seid dran an einer neuen Sitzbank, die kann man auseinanderziehen demnächst. Ja, wir wollen die Sitzbank halt nochmal verbessern und sind gerade mit dem Hersteller in Verbindung, ob das für einen Sprinter passt. Das ist so, das gibt es bereits schon, dass man die auseinanderziehen kann, sogar von vorne nach hinten. Ihr habt sie jetzt schon ein bisschen angewinkelt, das heißt, man sitzt ganz gut. Die 3,5 Tonnen ist natürlich ein Riesenvorteil. Du hast schon den neuen Führerschein oder ist das noch der alte? Darfst du noch 7,5 Tonnen fahren? Ich habe den neuen Führerschein. Ich darf leider nicht über 3,5 Tonnen fahren, aber ich habe glücklicherweise einen LKW-Führerschein machen dürfen. Von daher darf ich. Ein C-Führerschein hast du? Ja. Okay, ein CE. So, jetzt sieht man hier sehr schön, also der Kühlschrank der Dometic, den habt ihr auf der Seite gemacht. Komm, wir zeigen es noch einmal für den Running Gag, den kannst du von beiden Seiten öffnen. Für alle Leute, die es noch nie gesehen haben, auf meinem Kanal schon 5000 Mal. Ist aber hier klasse. Was trinkt man hier für ein Bier in Riesa? Radeberger, selbstverständlich. Selbstverständlich, ja. So, ich habe dich noch gar nicht gefragt, was bist du vom Beruf? Ich auch Tischler. Tischler, okay, zwei Tischler. Wenn das jemand sieht und sagt, ich will unbedingt nach Riesa ziehen, the capital center of the world, Riesa, ihr sucht noch Leute, oder? Ja, wir suchen noch Leute. Wir suchen Möbeltischler und im Karosseriebau. So, männlich, weiblich, divers natürlich. Und ja, das Fliegengitter auch mal ganz kurz zeigen, das Original. An der richtigen Stelle gezogen, dann geht es auch prima zu. Und es schließt auch ordentlich ab. Also das ist alles Standard soweit. Was aber kein Standard ist, ihr habt das MBUX-System als einer der ganz wenigen implementiert. Und das hat euch wirklich graue Haare gekostet. Denn es gibt also nicht nur dieses MBUX-System, sondern dazu, also was ist MBUX? Ich erkläre es mal gerade. Es gibt das User Experience-System von Mercedes-Benz. Das ist hier vorne eingebaut, das MBUX. Und das kennen die meisten. Und dazu gibt es das MBUX-System. Und das ist ein Steuerungssystem, mit dem kannst du mehr machen als nur, ich sag mal, ein Radio steuern oder irgendwas anderes. Hier kannst du das ganze Auto mitsteuern. Und da gibt es also diverse Interfaces und allein das Interface wurde von Mercedes schon mehrfach getauscht. Das heißt, wenn ihr die kriegt, gibt es erstmal ein neues Interface von Mercedes, oder? Ja, das stimmt. Also wir schicken das MBUX ein und die tun das Steuerungssystem dann drauf spielen und schicken uns das dann zurück. Und das Schöne ist halt, man kann das Auto von vorn steuern, also die Wasserstände oder Licht oder die Heizung und halt oben nochmal. Und über App. Und über App, über Handy, ja. So, und das Geile ist, wenn du mal gerade reinkommst, du bist so schön groß. Wie groß sind wir denn heute? Die Kopffreiheit. Ich Kopffreiheit. bin 1,96. 1,96. Jawohl. So, geh mal in die Dusche bitte rein, dass wir das mal zeigen. Denn es gibt hier in Sachsen ja viele Menschen, die groß sind. Das hat Sachsen so an sich, oder? Wie überall. Überall. Mal rausnehmen? Ja. Nee, du kannst auch gerne drin lassen. Ach so, warte mal. Zum Duschen nimmt man es raus. Genau. So, da ist ein Einsatz drin. Die Toilette kann man auch drehen. Da geht es einfacher raus. Katharina, ich lasse es immer drin. Was passiert denn, wenn man es drin lässt? Geht es direkt kaputt? Ja, direkt nicht, aber es ist natürlich ein Holz, das ist ein Naturwerkstoff. Ja, wenn es nass wird, irgendwann wird es dunkel, wird dreckig. Wenn mir das egal ist, kann es drin lassen. Ich könnte es auch aus Teak kriegen auf Wunsch, wenn ich sage, ich will es unbedingt aus Teak haben. Mit dem Chef reden. Auf Lager haben wir es nicht. Auf Lager haben wir es nicht. So, das ist das Rost. Bitte mal zeigen. Das hat er gerade rausgeholt. Ganz ehrlich, Katharina, ich würde das Ding jetzt irgendwie wasserdicht machen und würde es drin lassen. Weil ich bin so faul, ich mache das eh nie raus. Ich mache es ja nur zum Reinigen raus. Und ich glaube, dass viele eurer Kunden, die lassen es auch drin. Also oder? Was denkst du? Also ich persönlich, ich würde es auch rausnehmen. Du hast einfach, es liegt auf der Duschwanne auf.
Ja. Und da sammelt sich das Wasser drunter, es sammelt sich der Dreck drunter, das sieht scheiße aus. Und man hat trockene Füße, wenn man danach auf Toilette geht. Oma hat trockene Füße. Okay, so mal bitte reingehen. Geh mal vorsichtig rein. Und ich zeige das mal gerade. Du bist 1,96 Meter. Genau, Und wir sind im Sprinter gerade. genau. Und das sind hier noch 10 Zentimeter. Das ist doch, knapp 10. Ja. das ist doch krass. Bitte mal aufs Klo setzen. Beinfreiheit mal testen. Das ist auch eine ganz besondere Toilette. Eine Glisane habt ihr hier eingebaut. Das ist, glaube ich zumindest. So, das Waschbecken, da habt ihr auch lange gesucht, bis ihr das gefunden habt. Weil das darf ja nicht zu groß sein. Genau. Ja, wie lange, oder? Ist das jetzt schon ein anderes, Ronny? Die haben wir seit 2,5 Die haben wir doch schon. Die haben wir schon eine ganze Weile, ja. Eine ganze Weile. Die ist aber so perfekt angepasst. Also hier geht es auch nicht um Bling Bling, da ist kein Schränkchen drunter, Ja, dass sondern man sich du brauchst Beinfreiheit ganz hier. einfach die Hände waschen kann, ja. Und die Beinfreiheit, du 10%. hast irre lange Beine und das Ja. passt alles hin. Ja. Die Dusche, hast du mal drin geduscht? Nein, noch nie. Warum nicht? Vielleicht, keine Ahnung. Es hat ja nicht Noch ergeben. nie, hat sich noch nicht ergeben. Ey. So, hier oben habt ihr dann eine Kleiderstange eingebaut. Das ist aber Kundenwunsch, also was der Kunde gerne hätte. Was ist hier oben drüber? Ist da noch ein Schränkchen? Das ist noch ein ja, für Kosmetik. Für dich. Für, wenn dich morgen schminkst, oder? Genau. Ja. So, das hat drin. Hier ist ein Aber, Spiegel. okay, So, gegenüberliegend. da ist der Spiegel. Ja. Auch für große Leute. Und dann kann man das wahrscheinlich rausziehen hier, die Dusche, oder? Das ist wahrscheinlich Das der ist dann Duschkopf. sozusagen die Duschbrause, genau. Wo man sich dann abduschen kann. Ja. Also, Katharina, vielleicht mal zur Erklärung. Ihr baut diese Fahrzeuge, wenn ihr euch mal gerade, wie machen wir das am besten? Ich setze mich mal am Fahrersitz. So, ihr könnt euch vielleicht mal kurz da hinsetzen, Katharina. Ich habe nämlich ein paar Fragen. So, der Ronny darf sich mal da hinsetzen, sei mal so lieb. Genau. Und du machst mal gerade die Tür zu, bitte, Ronny. Dann haben wir das Licht nicht so. Denn man muss ein paar Sachen erklären, sonst verstehen das die Leute nicht da draußen, ja, weil die denken jetzt, wir wollen die veräppeln. Ihr habt ein 7 Meter super Hochdach gebaut, deutlich unter 3,5 Tonnen. Genau. Mit Zuladung, richtig Zuladung. Also wir haben ungefähr 450 Kilo Zuladung. So ist ja mit den Rennmaschinen, was wiegen die beiden? 120 eine. 120 eine. Es ist an der Grenze, sagen wir es mal so. Wenn du mit 2 Leuten fährst, Rennmaschinen noch ein bisschen Das drin. ist an der Grenze, ja, das stimmt. Aber wir können fahren. Ihr könnt fahren. Ohne Ärger zu bekommen, ja. So, und das ist vielleicht wichtig. Dann, wenn ich da noch ein bisschen abspecken würde, ich habe keine 2 Rennmotorräder dabei. Ich denke jetzt an meine Schweizer Kunden oder die Österreicher, die ja extrem unter dem Thema 3,5 Tonnen leiden, die das hier jetzt sehen und sagen, 450 Kilo, das ist richtig viel Zuladung. Da kannst du viel mitnehmen. Das stimmt. Man könnte ja zur Not noch einen Anhänger mitnehmen hinten dran. Also wurde dann noch, was weiß ich, wenn es auf die ganz große Tour geht. Und ihr kennt das Problem in der Schweiz mit dem Führerschein. Die müssen direkt einen LKW-Führerschein machen. Wenn es größer ist als 3,5 Tonnen. Ja, okay, machen wir neu, aber okay. So, und die kommen dann oft zu uns und sagen, es muss unter 3,5 Tonnen sein. Das MBAX-System mit drin. Und wenn wir gleich über die Rüttelpiste erfahren, du sagst, das wird funktionieren. Ja, sonst wäre Mirko schon lange da und hätte gemeckert. So, die Leute, die das Auto kriegen und jetzt schon fahren, das sind viele aus dem Rennsport, ihr habt viele Rennsportler mit dabei, die gehen damit jetzt nicht sehr sanft um, weil da werden hinten die Motorräder werden eingeladen, da wird die Rennsportkleidung hier an- und ausgezogen. Das ist für die ein Werkzeug, oder? Soll auch so sein, hält. Ist das der Anspruch? Es muss halten wie eine Hilti? Ja, es muss halten. Also Mirko ist auch besonders wichtig, dass wenn mal ein Unfall ist, also uns jemand hinten drauf fährt, dass die Motorräder hinten stehen bleiben, nicht? Und dass sie nicht in der Küche auf einmal stehen. Also der Möbelbau muss halten. Das ist auch, Dass die Motorräder nicht in der Küche stehen, auf einmal hast du gesagt, ja. Ja, wenn das nicht alles hinten unten nicht festgemacht wird, dann kann ja beim Crash wirklich alles passieren, ne? Und wir hatten schon ein Wohnmobil, das wurde gecrasht, allerdings ein kurzer von hinten und von vorne. Und der Möbelbau stand dort, wo er sein musste. Der stand. Also du würdest auch sagen, jetzt der ist rüttelpistenfest. Wenn du mal gerade das Fenster öffnest, ich werde den Blick mal freilassen. Ihr habt extra aus den weiten Teilen von Sachsen diesen wunderschönen 4x4 hergeholt. Ja. Denn ihr baut relativ viele Fahrzeuge nicht 4x4. Hat was zu tun mit den 3,5 Tonnen. Die meisten eurer Kunden brauchen noch gar kein 4x4, oder? Also wir haben 4x4 gebaut, haben wir schon. Das sind 2 Stück, glaube ich, dran. 2 Stück. Ja, also 2, Hartmut ja. und FDM. Und die sehen wirklich Hammer aus. Ne? Aber die sind leider nicht da. Der eine ist nach Slowenien gegangen und der andere ist schon wieder auf Reisen.
Du hast auch Bilder gemacht ohne Ende. Ne? Also wir werden den jetzt mal entführen, gucken uns gleich mal den 4x4 an. Thema Möbelbau. Das hast du und deine Kollegen haben hier alles selber gebaut. Selbstverständlich. Alles. Also die Kantenumleimer, alles. Alles selber. Alles selber. Oberfläche ist HPL. Was habt ihr noch? Jawohl, HBL. So, bitte sag den Leuten mal, was ist HPL? Also viele kennen sich da nicht aus. Das ist also, im Prinzip ist das Papier, hochverdichtet, oder? Was? Wie heißt das? Das ist ein Melamin. Melamin. Also ist so ein Harz, glaube ich, drin. Harz und Papier. Das sind mehrere Papierschichten, die unter Hochdruck zusammengepresst werden. Ja. Aber wie das Verfahren jetzt genau geht, dass man dann so eine kratzfeste Oberfläche bekommt. Ist extrem kratzfest, ne? Ja. Das heißt also mit normalen Dingen, das ist das, was glaube ich auch im Küchenbau verwendet wird, also was du in den Küchen hast. Und das habt ihr drauf gemacht. Wie ist das denn, dass die Kanten halten? Wie kriegt man das hin? Das ist ja, dass die nächsten 20 Jahre nicht abgehen, also eher das Holz kaputt geht. Ja, da ist ein Heißkleber drunter, der wird quasi auf 190 Grad erhitzt. Und durch einen Anpressdruck wird das dann aufgebracht. Das kühlt sich dann relativ zeitig ab. Und wenn es nicht gerade wieder 190 Grad heiß wird, dann bleibt es auch dran. Dann bleibt es dran. Okay, an den Ecken. Auch das HPL, das wird mit Sprühkleber aufgeklebt. So, was ganz Geiles, ihr habt keine CNC. Ihr sagt also, wir sind hier in Sachsen, wir brauchen keine, hat aber ein bisschen was damit zu tun. Ich glaube, wenn ihr 1000-mal das gleiche Auto bauen würdet, dann wird sich das schon lohnen. Dann könnt ihr über Nacht durchrödeln, oder? Das ist kein Handmade mehr und da legen wir ja sehr viel Wert drauf. Ja. Ungefähr die Genauigkeit, auf wie viel arbeitet ihr genau? Zehntel? Millimeter, ja. Ein Millimeter. Also Millimeter, halber Millimeter, wo es halt drauf ankommt. Also ich meine, dass man jetzt bei den Möbeln, wenn man jetzt irgendwo eine offene Fuge hat, dass da ein Millimeter fehlt, das sieht dann halt auch unschön aus. Ne? Also Man sollte schon drauf achten. Aber wenn du hier die Spaltmaße siehst von den Schränken, die kann man ja noch einstellen, das ist State of the Art. Also so baut man als Schreiner. Also die Fugen, gerade das, weil es der Ansicht ist. Das ist das, was den Kunden sofort auffällt, wenn die Fugen nicht stimmen. Warte, ich gehe mal hoch und zeig das mal. Also hier das ist schon geil, das gefällt mir. So. Nee, da legen wir echt sehr viel Wert drauf. Ja. Weil man macht das Auto auf und der erste Blick geht auf die Schränke, auf die Fronten. So, wie habt ihr die Möbel festgemacht hier an der Fahrzeugwand, damit die nicht klappern? Oder ist das ein Geheimnis? Geheimnis. Ich meine, das ist auch ein Prozess gewesen, wie man das festbekommt. Da haben wir auch lange überlegt. Wir nehmen halt hier so Schrauben mit Bohrgewinde direkt in den Rahmen rein. Achso, die hängen direkt am Rahmen dran, am Blech. Direkt. Und auch mit Winkeln wird auch viel gearbeitet. Und dass das nicht knarzt, da ist ja jetzt hier so praktisch dieses... Das Knarzen, das haben wir schön wegbekommen, indem das schon an der Dämmung anliegt. Also da ist auch keine große Reibung. Ja. Und da, wo sich nichts reibt, da kann auch nichts arbeiten. Das heißt, der Möbelbau hält. Wenn du mal gerade so lieb bist, für mich mal so eine Tür mal aufmachst, dass wir mal reingucken, die Beschläge uns mal angucken. Wir sind übrigens gerade mit 4 großen Leuten hier drin. Und das hast du ja auch im Rennsport. Da gibt es dann viele, die abends mal einen Kaffee trinken hier oder so oder mal ein Bier trinken. Und da sind auch mehr wie 2 Leute drin, oder? Genau, ich weiß nicht, ich war noch nicht mit auf der Rennstrecke, wie das dann, aber ich kann mir das schon so vorstellen. Wenn draußen das Wetter schlecht ist, dann sitzen die Jungs drin. Aber wenn man mal, Kevin Görlers ist nicht viele vielleicht ein Begriff, also der hat mit seinen Jungs hier schon, das war schon eine Männer-WG, ne? Da haben die da oben geschlafen, unten geschlafen in der Garage und hatten dann halt schlechtes Wetter auf der Rennstrecke und dann war das Auto perfekt. Krass. Du selbst hast eine interessante Geschichte, die werden wir gleich mal erzählen. Du hast dich das erste Mal auf ein Rennmotorrad gesetzt, bist Rennen gefahren, hast einen 2. Platz gemacht. Ja. Warum? Ja, Mirko ist Enduro gefahren und ich habe immer zugeguckt und es kam der Tag, da war mir das zu langweilig, immer nur hinterherrennen und zugucken und die Wasserflasche bringen und da habe ich gesagt, Mirko, ich will Oma fahren, ne? Hat er gesagt, ja dann mach halt. Dann hat er mir seine Sachen gegeben, hat mich auf so einer Kinderstrecke abgestellt und hat gesagt, vor dem Kind hinterher. So, da bin ich das erste Mal Motorrad gefahren, das hat einen Heiden Spaß gemacht und dann war eines Tages Rennen, da habe ich mich eigentlich gar nicht angemeldet. Und irgendwie habe ich früh gedacht, ach, scheiß drauf, die Frauen fahren in einer anderen Klasse wie Mirko, ich fahre mit. Ne? Und dann habe ich den 2. Platz gemacht. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ich will selber ein Motorrad haben, weil sonst haben wir uns immer abgewechselt und ich musste halt immer warten, wenn Mirko sagt, jetzt kannst du fahren und ich bin nie so gut im Warten. Und dann habe ich mir das Motorrad... Ich bin nicht so gut im Warten.
Das ist schon. Was ist deine Aufgabe? Ich sag mal, du bist ja selber Handwerkerin und du kennst die Belange. Da geht es auch viel um Prozesse. Alles muss abgestimmt werden. Das Material muss da sein. Vieles auch Prozessmanagement, oder? Ja, der Mirko, der managt so die Werkstatt und ist halt auch das technische Genie von uns beiden, muss ich jetzt so sagen. Und ich halte ihm halt den Rücken frei. Ich mache viel die Buchhaltung mit, organisiere viel, dass alles zur richtigen Zeit am richtigen Platz ist. Macht mit den Mitarbeitern, wenn die Probleme haben, kommen die halt zu mir. Als Lackierer tue ich bei den Autos die Satellitenschlüssel lackieren. Also auf der Satellitenschlüssel können wir ja später filmen, ist unser Firmenlogo drauf, damit uns so wirklich jeder erkennt. Ne? Und dann Achso, das ist drauf lackiert, das hast du nicht geklebt. Ja, wir haben das Altensat abgemacht und haben einfach unser Logo drauf gemacht. Warte, ich guck mal gerade, ob man hier aufs Dach gucken kann. Also da vorne sieht man die Saatschüssel, das ist eingeklappt. Das ist nicht so wichtig, aber viel Detailarbeit ist wichtig. Genau. Euch war wichtig, von den Preisen her die Kirche im Dorf zu lassen. Also das Feedback kriegt ihr oft von den Kunden. Die waren schon überall, haben Handarbeit gesehen, dann steht da aber meistens 50.000, 60.000 Euro mehr dran oder noch mehr, oder? Ja, also wir haben das auf der Messe in Düsseldorf, haben wir das erstmal gesehen, wo die Reise beim Sprinter überhaupt hingeht und haben uns dann auf dem Markt jetzt platziert mit den 142.000 und finden, das ist ein fairer Preis für einen Renntransporter. Also nochmal, das ist nicht die billigste Ausstattung. Ihr habt einen tollen Motor drin. Was ist da für ein Motor? Der 190er. Der 190er. Ja. Automatikgetriebe natürlich, LED, oder? Ja. Also volle Hütte. Volle Hütte, genau. Krass. Ich glaube, ich meine, das ist ja immer noch viel Geld, ja, 142.000, aber das ist ja relativ. Ich merke so ein bisschen, die Handwerker, die hier arbeiten, ihr seid nicht auf allen Messen und guckt alle Videos über Wohnmobile, oder? Ihr habt noch ein Leben, ganz normales, oder? Ja, selbstverständlich. Also wie gesagt, auch für 142.000 würden mir andere Sachen in den Kopf kommen. Was zum Beispiel ein Haus? Ich habe mir ein Haus gebaut, das hat 156.000 gekostet. Also nur mal so zum Vergleich, das war mir in dem Fall wichtiger. Ihr habt viele Handwerker als Kunden, die hart arbeiten, muss man schon sagen. Also es sind viele Handwerker bei euch, oder? Die kaufen. Unsere Kundschaft selber, ja. Das kann ich gar nicht sagen. Ich weiß gar nicht. Das weißt du gar nicht. Nee, viele kommen aus dem Rennsport. Also ich sag mal so, die wo man es so mitkriegt, das sind irgendwelche Profi-Motorsportler oder sowas. Ansonsten, ja, mit der Kundschaft haben wir nicht ganz so viel zu tun. Wir sehen sie mal, wenn sie mal kommen, mal bemustern oder mal eine Frage haben oder sowas, dann wissen wir das schon. Aber so, ob sie aus dem Handwerk sind oder was sie machen. Ist auch wichtig, dass die Handwerker nett sind. Das Krasse hier bei eurem Laden ist, hier dürfen die Kunden reinkommen und dürfen auch mal gucken, wie Stand der Dinge ist. Da stehe ich ja gar nicht drauf. Also wenn einer permanent mir über die Schulter guckt. Das ist ja nicht permanent, aber ich finde das schon wichtig, dass der Kunde nochmal, ich will jetzt mal gucken, wie weit mein Auto ist, der Fortschritt. Vielleicht fällt mir, wenn ich das sehe, noch was anderes ein, dass es irgendeine Änderung gibt oder irgendwas. Ist ja super für euch, oder? Ja, also ich finde das schon gut. Krass. Ist ja selten so, dass die Leute sagen, so jetzt ist Schluss, jetzt wird es gebaut und dann ist Feierabend. Ich finde halt auch die Kunden und die Mitarbeiter, die haben so eine Bindung, entsteht bei manchen, ist wirklich so, ne? Und dann sagen die Mitarbeiter, ist selber von hier der Kunde und der Kunde, also freuen sich da manchmal auch und... So, und du bist mein lebendes Metermaß heute. Wenn du mal so lieb bist, die Leiter mal einhängst. Wir zeigen euch noch mehr von dem Auto, aber 1,96 Meter ist so der größte anzunehmende Unfall. Größe, ne? Also man muss jetzt vom So, geh mal hoch. Mittelmaß ausgehen. Am besten ziehst du die Schuhe mal aus, weil sonst gibt es gleich einen Shitstorm. Okay. Sei so lieb. So, er hat nämlich extra Arbeitsschuhe an. So, die Strümpfe sind auch relativ sauber. Sind schön sauber, passiert nichts. Aber ich zeig mal gerade, du hast Schuhgröße 49 auf den Strümpfen. Richtig geschätzt. Gut, gell? Hast du 49 Schuhgröße? Ja. 49? Jawohl. Bitte mal hinlegen. Bitte mal ganz press hinlegen, dass du mal siehst. Das heißt, 1,96 Meter ausgestreckt geht. Ja. Das ist doch krass. Ist das Bett 2 Meter lang, oder? Bitte? Ist das Bett 2 Meter lang? Das ist 2 Meter, ja. Das ist 2 Meter. Warte, ich filme mal gerade rein, dass du das mal siehst. Das, auch die Kopfhöhe. Jetzt kannst du dich nicht hinsetzen. Das ist natürlich eine Einschränkung. Und lesen. Aber ist okay. Ist okay. Man soll da liegen. So die Akustik, das Ding ist leise, oder? Das heißt, neben der Rennstrecke, gut, da ist aber immer ein bisschen laut, wenn die abends da noch sind. Man kann schlafen hier drin. Das Thema Geräuschdämmung, Wärmedämmung, Kältedämmung, Kältebrücken. Oh, doch schon immer hier drin, das ist so, kein Schall. Das ist irgendwie, das dämpft schön. Das ist richtig angenehm hier oben. Ja. Draußen läuft gerade die Kreissäge, glaube ich. Man hört die kaum hier drin. Ist die Tür zu von? Nee, die Tür, die Fenster sind noch offen, dann wäre das auch noch weg. Okay. Darf ich mal hier drunter gucken, was ihr hier verbaut habt? Lattenrost hier drunter? Da ist ein Lattenrost. Darf ich das mal sehen, wenn du es mal kurz anhebst? Sei mal so lieb.
So, also da ist ein richtiges Lattenrost drin. Die kauft ihr aber zu, die Lattenrost, oder? Baut die Die selber? kaufen wir zu und die werden halt dann bei uns noch abgeändert. So, dass sie reinpassen. Krass. So, ihr ändert das dann alles nochmal ab. Bist du stolz auf das, was hier die Kollegen bauen? Ja, doch. Das Schon. ist echt, ja. Also ich finde schon, das, was wir machen, ist So. schon. Das Geile ist, du kannst alles hier steuern. Das heißt, links an der Seite die Lampen. Die Farben von hier oben, die kannst du verändern. Nämlich, du kannst übers Handy das ganze Auto stromlos machen, oder? Ja, Das ist, so eine App. gibt es eine App und das funktioniert auch wirklich. Ja. Okay. Bitte mal den Schrank hier zeigen, wo du gerade hier dabei bist. Den hier. Ja. Und wenn der Kunde sagt, die Tür hätte ich gern öffnen zur anderen Seite, geht das auch. Ist alles möglich. Okay, so. Und ja, drunter können wir gleich mal gucken. Ja, komm mal runter nochmal. Also wir haben 1,96 Meter und der Mann muss sich nicht verbiegen, um hier runterzukommen. Das heißt, das Auto ist für große Leute auch gebaut. Geht. Ich hätte schon wieder ein größeres Problem, aber das liegt am Bauch und nicht an der Größe. Das ist gut. Sehr schön. So, ihr seid ungefähr, wie viele Leute seid ihr im Moment? 5. 5. 5 Tischler und ich und Mirko. 7 Leute insgesamt. Ja. Krass. So, dann zeigen wir mal, hier vorne habt ihr Induktion mit drin. Ihr habt Lithium verbaut, zwei Lithium-Batterien. Ja. So, wer macht die Elektrik bei euch? Habt ihr noch einen Elektriker oder wie läuft das? Die Elektrik machen wir extern. Da kommt halt immer einmal die Woche her und verlegt die ganzen Kabel. In Zusammenarbeit mit euch dann halt was, ihr sprecht euch dann immer miteinander ab, was bis wann fertig sein muss, damit ihr weiterbauen können. Genau, das ist nämlich so, die Elektrik, das geht schneller. Das heißt, der verkabelt immer zwischen. Das meiste, aufwendigste ist wahrscheinlich der Möbelbau, Isolation, all die Geschichten, oder? Genau, ja, ich denke ja. Das dauert am längsten, der Möbelbau vor allen Dingen, oder? So, hier der Boden, was haben wir hier gewählt, hier in dem Fall? Unten drunter? Oh, das war der gedämmte, ne? Das Leichtbauboden, 24 mm dick ist da, glaube ich. Unten und oben Sperrholz. In der Mitte noch eine Leichtbau- bzw. Dämmschicht, dass es von unten auch nochmal fußwarm ist. Und Gewicht gespart. Gewicht gespart, also die 3,5 Tonnen. Das ist, glaube ich, du musst auf jeden Gramm achten, wenn du hier mit dabei bist. Hier das Dämmmaterial, auch das darf nicht klappern. Da habt ihr mehr als eine Schraube verwendet, wie ich sehe, oder? Ja, auf jeden Fall. Guck mal hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das hält. Wichtig ist, es darf nicht klappern. Also das ist, glaube ich, das habt ihr mir also nochmal geimpft. Dann ist hier oben ein riesen Stauraum. Ich zeige nochmal ganz kurz die Induktion. Jetzt haben wir Induktion mit drin. Da ist dann nochmal das Kochfeld in Verbindung mit dann der Spüle, die mit dabei ist. Jede Menge Platz hier drunter noch. Da ist auch nochmal ein Schränkchen. Mal bitte öffnen. Für Besteck. Und hier unten, ach was weiß ich, was man alles so mitnehmen. Ich glaube, die Leute nehmen eh viel zu viel mit, sage ich immer. Ja. Man muss nicht immer so viel mitnehmen. Man kann auch mal die Frau zum Essen einladen. Ne? Ja, also ich wollte mal mit Mirko in Italien trainieren gehen und da habe ich mir meine Tasche gepackt und die hat er wieder ausgeräumt. Er hat gesagt, so viel brauchst du nicht, wir wollen trainieren gehen und dann hat es... Also Platz hast du genug. Du hast ja oben die Schränke, du hast unten die Schränke. Du hast noch einen ganz großen Kleiderschrank vor dir. Guck mal, der ist, glaube ich, für hängende Kleidung. Würde gehen. Als wenn der Kunde... Haben wir auch schon gemacht, ja. Durchgehen dann, okay. So, unten, was ist unten? Unten ist auch nochmal ein Fach und da ist auch unten der Sicherungskasten. Da ist der Da Sicherungskasten. sind die Batterien drin. Okay, so, ich zeige es mal gerade. Hier unten sind die Batterien. Das können wir gleich mal sehen. Wir haben hinten einmal geöffnet, dass wir mal sehen, wie ihr baut. Denn ihr wollt komplett die Hosen runterlassen. Ihr habt gesagt, wir zeigen alles. Ihr könnt überall hintergucken. Das ist alles Handarbeit. Ja. Ihr seid Fahrzeugbauer. Und ich zeige es mal, hier vorne ist noch der Fernseher mit drin. Dann gehen wir mal raus mit 4 Leuten. Last but not least zeige ich nämlich mal ganz kurz, wer könnte mir das M-Bug mal zeigen? Du Katharina? So, genau, wenn du mal kurz mal zeigst, es kommt ein bisschen mehr Luft drin. Ihr bleibt bitte noch hier, denn wenn wir sagen Go, dann sind die nämlich weg und arbeiten wieder. Das wollen wir nicht. Ja. So, das ist jetzt quasi, also wir können ja nochmal ausmachen. So, jetzt ist aus. So, und das ist das Hauptmenü. Und hier kann man sich halt so überall durchklicken. Jetzt das Licht ist zum Beispiel was, kann man hier. Das ist das Original Mercedes-Benz-System. Ja, Das habt ihr komplett integriert. ja, Da machen alle so einen riesen Bohai draus, ja, dass Ja. das nicht geht. Aber ihr habt gesagt, das ist der Anspruch, das soll original mehr sein. ja, das war unser Ziel, ja. So, ihr arbeitet direkt mit Mercedes-Benz zusammen. Ja, die waren hier, die Jungs, und haben das mit uns alles programmiert. Da haben wir zum Beispiel, wenn man jetzt hier, So, das heißt, die Kühlschranksteuerung, mach mal Ja, bitte, genau. drück mal drauf. Der Kühlschrank wird darüber gesteuert. So, kannst du ein- und ausschalten. Die Heizung kannst du darüber steuern. genau.
Echt? Die Markise kannst du rein Kannst rausfahren? alles steuern, ja. So, bitte mal, warte mal, ich gehe mal auf die Versorgung. Da siehst du wahrscheinlich die Tanks. Genau. Hauptschalter, Warmwasser. Aus, 40 Grad, 60 Grad. Das ist die Original-Truma-Schaltung, die du drin hast. Hier siehst du das Füllvolumen hier vom Frischwasser. Die Wasserpumpe kannst du ein- und ausschalten. Du kannst aber alles noch über einen richtigen Schalter auch noch machen. Ich habe nämlich gesehen, ihr habt hier einen Markisenschalter dran gemacht. Ja. Und den lieben die Leute, glaube ich, auf der Messe. Die haben nämlich laufend die Markise rein und rausgefahren. Ja. Und das kann man wahlweise entweder über das Menü, über die App machen oder, boah, ist das krass, Also man kann sogar über die Handy-App die Markise rausfahren lassen. über die Handy-App. Also hier steht draußen so Deckenbeleuchtung an, aus. Das Bad kann ich ein- und ausschalten und das alles von der App. Boah, wie genial. Du weißt, dass das nicht so viele bisher geschafft haben. Also ganz, ganz viele, die haben dann 7, 8, 9 Bedienteile hier rumfliegen. Und das hat er gesagt, das ist nicht der Anspruch. Das hatten wir am Anfang auch, aber wir wollten schon von Anfang an also den Mercedes halt optimieren und diese Steuerung haben. Und das geht aber nicht so schnell. Erst mussten wir den Aufbauhersteller Status kriegen bei Mercedes, dann mussten wir mit Mercedes Rücksprache halten. Also es gibt Vorgaben, wie wir die Markisen dran bauen, die Fenster, das musste alles erstmal abgestimmt werden und dann haben sie gesagt, okay, jetzt kommen wir zu euch, jetzt machen wir den Rest. Und das war total witzig, wo die den Frischwasser, das haben wir hier alles selber, wie nennt man das, ausgemessen. Also wir sind wirklich mit Eimer immer wieder, dann haben wir gemessen, dann haben wir programmiert. Und das war eigentlich total cool, das alles mal so mit. Also dass das auch genau stimmt. Also dass da nicht 20% sind und dann sind es 50. Genau, das haben wir alles zusammen mit denen ausgemessen. Ne? Frischwasser, wie viel habt ihr an Bord hier? 105. 105. Plus der Tank noch von der Truma. Also der ist ja auch noch voll. Also wenn man ihn vorher volllaufen lassen würde, hätte man 110. 115. Zeig mir mal hier vorne, wie kann ich das hier bedienen? Also wenn ich jetzt hier vorne das M-Books kenne ich ja. So, jetzt kann ich hier draufklicken. Also das ist ja das normale M-Bug und hier ist jetzt unser Sprinter mit dabei. Da ist das Gleiche. Da haben wir das Gleiche, genau. Das ist eigentlich total cool, ne? Ne? Ja. Also ich finde halt, hier kann man halt übers Fahrzeug noch alles machen. Das Bluetooth-Information, der Wohnraum, die Heizung, Temperatur, Markise. Also ich bin eigentlich mehr so der Typ, ich drücke gerne Knöpfe. Ne, aber die Männer, die stehen auf diesen Hightech. Bitte nochmal sagen. Die Männer stehen auf Hightech. Ja, die freuen sich da. Und am besten ist dann, wenn wir das dann mit dem Handy zeigen, dann ist alles vorbei. Ne? Kommt nochmal der Mirko oder hat er sich abgemeldet für heute? Jetzt gleich. Der hat jetzt. Den holen wir gleich. So, ich zeige es nochmal gerade. Lederlenkrad, Multifunktion, Digitaldisplay, also vom Feinsten habt ihr hier gebaut. Und Klimaautomatik, all das ist natürlich Serie. Okay, cool. Dann gehen wir mal raus, denn ich habe noch ein bisschen was mit euch vor. Und das sind alles so Kleinigkeiten. Das heißt, wenn ihr hier so ein Fliegengitter einbaut, das ist ja ein richtiger Act. Wenn du das mal versuchst selber zu machen, hast keine Ahnung, da bist du schon dran. Also beim ersten Mal habe ich auch ganz schön lange gebraucht. Ich glaube 2-3 Stunden oder sowas. Aber jetzt ist das innerhalb von einer Stunde, dreiviertel Stunde ist das erledigt. So, auch das darf ja nicht klappern. Du kennst ja, also es gibt nichts Schlimmeres. Du fährst irgendwo hin, dann klappert das. Hier unten allein die Schiene. Das ist natürlich auch so ein Ding. Wie schön. Und das klappert wirklich nicht. Nein, also klappert nichts. So, Soundsystem. Viele Kunden sind soundempfindlich. Ja. Das Original Mercedes-Benz Radio ist ein Albtraum. Also das Radio ist gut, aber das Soundsystem, die Lautsprecher sind... Alpinstar haben wir nachgerüstet. Was habt ihr nachgerüstet? Alpinstar. Ist das gut? Ja, also ich finde eigentlich auch das normale Radio gut, aber die Männer unten sind ein bisschen empfindlicher, die brauchen das andere Soundsystem. Und da haben wir hier oben... Also ich finde das Originalradio ganz schlimm, wenn ich ehrlich bin. Also dieses Radio ist gut, aber die Lautsprecher sind wirklich eine ziemliche Zumutung. Und das habt ihr nachgerüstet? Die Lautsprecher, genau. Die haben wir nachgerüstet. Und jetzt ist echt schöner Klang. So, ich zeig's mal. Da oben ist es drin. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ach, hier vorne in der Ecke. Da sind sie. Cool. So, wir gehen mal ganz kurz mal nach hinten. Katharina, das haben wir gestern schon geübt. Bitte lauf mal durch die Tür durch, von innen. Dass wir das mal haben. Und hier sieht man sehr schön, wie viel Platz die Katharina nämlich hat. Hast du die Möglichkeit, das Licht mal anzumachen hier drin? Also das heißt, du hast einen diskreten Lichtschalter. Und am Display. Und am Display. Und was ich schon gelernt habe, ihr habt Taster. Wenn man den festhält, dann kann man das wahrscheinlich bei dem, man kann mal gucken, ob man es dimmen kann. Soll bei den neuen sein, ne? Bei dem neuen geht's. Okay. Die sind dimmbar, ja, dann, wenn man länger drauf drückt. Okay, klasse. So, und jetzt haben wir hier den 4x4. Der muss nämlich gleich wieder weg. Der kriegt nämlich Ausschnitte gemacht.
Das werden wir gleich mal gucken. Und was ist hier zu tun bei dem jetzt noch? Was sind die nächsten Schritte? Also hier, das wird auch ein Renntransporter, aber der muss nochmal zu unseren Elektriker, weil da noch was nachgerüstet wird. So, hier sieht man sehr schön, beim 4x4 sind die Blinker nämlich hier. Das heißt, die müssen hochgesetzt werden oder runtergesetzt werden in dem Fall, weil die zu hoch sind. Da sieht man auch richtig schön. Also 4x4 ist auch kein Problem. Nee, gar nicht. Da freuen wir uns über 4x4. Da freut ihr euch. Da gucken wir mal rein. Also hier steht er. Das ist ein nagelneuer Mercedes-Benz Sprinter 4x4, ein 319 CDI und das ist der Beweis, 4x4 und das Ganze von hinten. Wenn ihr mal gerade so lieb seid, mal hinten mal öffnet, dass wir mal drauf gucken. Meißen ist weit weg von hier? Meißen? Ja. Nee, 20 Minuten. So, deswegen das Kennzeichen Mai heißt wahrscheinlich Meißen, oder? Ja, genau. So, hier ist die Matratze drin und das ist quasi der Raum, den ihr habt, wenn es losgeht. Hier ist schon ein bisschen gedämmt worden von euch. Das ist aber auch, Dämmung ist auch so eine Geschichte für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat. Oder? Das ist viel Arbeit. Ja, aber ich sag mal, das Ergebnis ist es wert, sage ich einfach. Ja. So, wir können ja mal aus Spaß bitte mal die Tür zumachen hier. Gucken, welche Seite. Und jetzt mal feste die zuschlagen. Das Ding ist komplett leer. Geil. Das macht normalerweise Klong, oder? War fest. Gut. So, Zuziehhilfe habt ihr mit drin. Da steht er. Den werden wir jetzt gleich mal rausholen. Also, da steht ein kompletter 4x4. Hier ist er. Das Ganze heißt MH Exklusiv. Jetzt bräuchten wir mal kurz den Mirko mit seinem Handy. Ja. Ich würde mal gerne die App mal zeigen. Und ihr habt es wirklich verdient, dass man über euch berichtet. Denn ihr seid schon so ein, also ich komme ja aus Saarbrücken. Hast du mal gesehen auf der Landkarte, wo das ist? Ganz weit unten. Ganz weit unten und ganz weit drüben. Ja, das denke ich aber auch über euch. Ich denke, ihr seid ganz weit weg, ja. Das ist so. Ich meine, ihr seid jetzt nicht in Frankfurt oder an irgendeiner großen. Ihr seid an der Autobahn, also ist gut ausgebaut. Von Frankfurt brauchst du 2,5 Stunden. Von Frankfurt selber? Nee, 4-5 Stunden brauchst du schon. 4-5 Stunden von Frankfurt. So, das heißt, ihr habt viele Kunden im Moment aus Sachsen. Das hört man an der Sprache. Alle, die hier waren, die hatten so einen sächsischen Dialekt bisher oder viele, oder? Ja, viele. Also aus der Region auf jeden Fall, ja. Oh, das wird sich ändern. Das kann ich dir fest versprechen. Ja, ich grüße dich, Mirko. Sag mal, wo bist du denn gewesen? Hast du die Mercedes-Leute bespaßt? Genau, das war jetzt meine Aufgabe kurz gewesen. Ja, du bist hier der Gründer quasi, mit der Katharina zusammen. Mit der Katharina, also die ist ja die Initialzündung gewesen, ne, die Katharina. Oh, ihr hattet kein Auto gefunden, was gepasst hat für euch, oder? Den Grundriss, also vom Renntransporter, wo ihr schon drin wart, das ist das, was wir gesucht haben auf dem Markt und das gab es halt nicht. Gab es nicht. Und dann habt ihr gedacht, wir bauen den mal. Das ist nicht der erste, sondern ihr baut die jetzt in richtigen Serien. Also jeder ist anders, aber so die Grundgene, die habt ihr weiterentwickelt, weiter verfeinert, immer wieder kam was Neues hinzu. Ja, also wie jetzt zum Beispiel das MBHC-System, was jetzt ab März bei uns dann integriert wurde. Das war ein Act, oder? Bis das lief und alles programmiert war. Seit September. Ja. Zeig mal bitte, du hast die App dabei und Müssen wir mal zum Auto gehen? ja, können wir gerne machen. Also gezeigt, innen haben wir schon komplett. Wir haben dich nicht gebraucht. Ja. Konntest mit Mercedes reden. Gut, das funktioniert über Bluetooth. Ja. Na, also wir haben jetzt genau die gleiche Übersicht, was jetzt im Fahrzeug drin ist. Aber das ist die Original-Mercedes-App. Genau. Ja. Krass. So, und dann kann man halt die ganzen Untermenüs eingehen. Jetzt halt das Licht im ganzen Fahrzeug steuern. Dann hat man die, sag jetzt mal Kühlschrank, kann ich halt über die App steuern oder halt über das MBHC-System, über den Bildschirm. Sag mal, wenn ich jetzt weiter weg bin, ich bin auf der Skipiste, habe kein Bluetooth. Das geht noch nicht. Das geht noch nicht. Soll aber in Zukunft kommen. Also es soll irgendwann über WLAN funktionieren. Okay, das heißt, du kannst dann über 4G, über einen Router kannst du das fernschalten. Irgendwann soll das kommen, ja. Kann man auch das Auto öffnen damit? Nein, leider nicht. Da gibt es aber die Mi-App. Ne? Also da kann ich das auch öffnen und schließen mit. Ja, ob das leider ist, sagen wir dahingestellt. Vielleicht ist es sogar ganz gut, dass es nicht geht. Ja, Ja, also wir haben nachgefragt. Also es ist rechtlich dürfen die das nicht machen. Und ja, also dafür gibt es dann die Mi-App. Ja. Also all das, was ich gesehen habe am großen Display, kann ich über die App machen. Genau. Also wenn ich zum Beispiel im Bett liege, kann ich gucken, ich kann das Licht ausmachen, ich kann die Temperatur steuern, ich kann zum Beispiel ohne dass ich aufstehen muss, das warme Wasser schon mal anmachen. Richtig, das ist richtig, damit du duschen gehen kannst. Oder wie gesagt, jetzt frühst die Heizung, Temperatur erhöhen etc., bevor man aufsteht, das kann man machen. So, die Katharina hat Folgendes gesagt. Komm mal her, Katharina. Ihr beide kennt euch ja ein bisschen, ihr seid ja ein Paar. Und die Katharina hat gesagt, ich mag ja lieber Schalter, aber die Männer, die stehen auf sowas. Also ich mag Knöpfe, wo man draufdrücken kann, so oldschool halt, ne? Ja. Gut, du kannst ja beides haben. Also wir haben ja auch Schalter drin.
Also wir haben ja Taster noch drin. So, das war jetzt die Vorlage. Ich habe gesagt, die Katharina hat gesagt, sie mag lieber Schalter. Und Katharina hat gesagt, aber die Männer stehen auf sowas. Ja, also das ist Elektronik. Da stehen die drauf. Ja. Also Ist ich so- auf jeden Fall. Also. Er ist so ein bisschen leidenschaftslos, finde ich jetzt. Ich habe die Vorlage jetzt gegeben, dass die Männer draufstehen und sagt, jo, ist so. Ja, sind ein paar Knöpfe. Das ist selbstverständlich. Selbstverständlich. Er versteht die Frage nie. Aber das ist so, MBAG ist nicht normal. Da traut sich normal, im Moment ganz wenige trauen sich ran. Ich finde das MBAG halt auch gut, weil es einfach ist, leicht zu verstehen. Ne? Und wenn man wie früher, da konnte man auch über die App vieles steuern, aber da musste man vielleicht ein bisschen technisches Genie sein, weil ich habe mich manchmal auch ein bisschen schwer getan. So, du bist gut auf der Rennstrecke, aber jetzt keine Programmiererin, richtig? Nee, gar nicht, nee. Handwerkerin. Also Fahrwerk haben wir eben schon darüber berichtet. Ihr habt in Verbindung mit klugen Leuten aus den Niederlanden, habt ihr ein Fahrwerk im Moment im Test. Das kommt demnächst oder ist schon da? Das Fahrwerk liegt schon da, das kann man dir nachher noch zeigen. Das ist von JRZ. Ja, und die Sag mal bitte, ist es hier? Ja. Komm, geh mal hin. Bitte mal mitkommen, kommt mal mit. Ich brauche euch hier als lebenden Beweis dafür, dass ich euch von der Arbeit abhalte. Ja, denn ihr habt viel zu tun. Da ist es gekommen. Und das ist der Hammer. Das heißt, ihr habt es fotografiert. Und normalerweise gibt es das nur für den Allrad. Und das hier ist jetzt modifiziert für euch, ja? Ja, das ist jetzt für den Hinterradantrieb, ist das extra umgebaut worden für uns. Das ist jetzt Hinterachse, ne? Also der Stoßdämpfer für die Hinterachse. Und hier unten liegt dann der Stoßdämpfer für die Vorderachse. Mit Ausgleichsbehälter, mit allem. Richtig, korrekt. Und da stellen wir jetzt ein Setup ein und dann wird das von der Firma JRZ wird dann ein Fahrwerk produzieren nach den Vorgaben, also mit der Last, die wir immer fahren. Ne? Das ist ja immer, sag jetzt mal, das Fahrwerk ist ja immer am Ende, also 3,5 Tonnen zugelassen und ja, wir erhoffen uns da andere Fahrwerte. Ihr wisst, was ihr gerade auf die Beine stellt. Unter 3,5 Tonnen. Ja. Das war mir gar nicht bewusst. Also beim 4x4 wird es nicht gehen. Nein, das schaffst du nicht. Dann sind es wahrscheinlich 4,25. Was hat er denn? 4,4? 4,2 lasten wir auf. Ne? 4,2 Tonnen. So, dann habe ich auch ein bisschen mehr Zuladung sogar. Fast eine Tonne, oder? Eine Tonne werden wir nicht haben, aber 700 Kilo. 700 Kilo Zuladung. Da geht sogar, 800 Kilo würde ich sagen, ja. da ginge noch mehr. Das heißt, ich glaube, beim 4x4 kannst du noch ausreizen bis 4,5, glaube ich. Also mit dem Luftfahrwerk, was wir verbauen, sind wir bei 4,2 Tonnen. Ne? Okay, super. Ganz wichtig bei euch ist, ihr macht alles nach Herstellervorgaben Mercedes-Benz. Ihr seid da so unglaublich pedantisch. Ich habe gesagt, hier kommt nichts rein, was auch nicht Mercedes-Benz in Zusammenarbeit mit uns abgenickt hat, oder? Genau, also das wurde, also alles, was jetzt hier in dem Fahrzeug drin ist, die ganzen Fenster, Dachluken etc., das wurde alles abgenommen. Ja, also es soll ja am Ende der Kunde, der dann mit dem Auto rausfährt, wenn er zum Händler geht, also soll da auch in der Karte stehen, was es für ein Auto ist. Ne? Also nicht, dass der dann mit einem Wohnmobil ankommt und dort steht halt noch ein Kastenwagen drin. So, Katharina, zeig mal bitte die Zuziehhilfen noch, wo wir gerade noch hier stehen. Dann gehen wir gleich mal rüber. Bitte mal die Tür mal schließen, denn ihr habt eine schöne Zuziehhilfe eingebaut, oder? Na, die so genau Mercedes. Original Mercedes, aber ihr habt sie mitbestellt. Immer, ja, weil wir kriegen das Auto sonst also nicht abgeschlossen. Also sonst müssten wir die Vordertür aufmachen, damit ein Luftausgleich entsteht. Das Coole ist, ihr habt kein Gas an Bord, deswegen dürft ihr das. Also normalerweise darf man das nicht, muss immer Zwangsentlüftung drin sein. Das müsst ihr nicht. Nein, das müssen wir nicht haben. Das Auto ist sowieso zwangsentlüftet selber. Das hat hinten Zwangsentlüftung. Genau, das hat ja hinten unter der Stoßstangenecke sind da Membran drin, also da kann Luft nach außen entweichen. Also während der Fahrt auch, das richtig. entsteht der Druck. Cool. So, du hast mir erzählt, das Blech ist mittlerweile noch einigermaßen dick. Das weiß man nicht, wie es in Zukunft wird. Ja. Im Moment ist das noch ein sehr stabiles Auto. Jetzt ist es absolut stabil. Ne? Das ist also der 906er, also der Vorgänger, der war von der Blechstärke etwas dicker, aber das merkt man jetzt beim Fenster rausschneiden. Und jetzt ist es aber trotzdem noch stabiles, also ich finde, wertiges Auto. Hilft uns ja natürlich auch immer, umso leichter das Auto wird, umso weniger Probleme haben wir dann mit dem Gewicht am Ende, mit den 3,5 Tonnen. Gut. So, wir machen jetzt mal einen Cut. Wir werden mal den Leuten jetzt mal verraten, wie sie drankommen. Ihr seid in Riesa. Was ist die nächste Stadt neben Riesa? Ja, wir liegen eigentlich zwischen Dresden und Leipzig in der Mitte. Na, So. Riesa an der Elbe, also wenn man das eingibt, also findet man uns eigentlich relativ leicht. Wie kommen die Leute hierher, die die Autos abholen, die von weiter weg kommen? Fliegen die? Zum Beispiel, was ist der nächste Flughafen? Das ist Leipzig oder Dresden. Die meisten kommen eigentlich mit einem Europcar-Fahrzeug, sage ich jetzt mal. One Way. Genau.
Ist da ein Rieser eine Station? Ja, genau. Haben wir jetzt bei uns gleich hier. Oder wir haben einen Bahnhof. Ja, also man kann auch mit dem Zug kommen oder man könnte... Er lacht gerade. Wir haben einen Bahnhof, hat er gesagt. Ja. Du wohnst in Riesa? Nein, ich 20 Kilometer weg. Wo wohnst du? Wir haben keinen Bahnhof. Ja, kein Bahnhof. Okay. Er will nicht sagen, wo er wohnt. Aber das ist... So, dann also, gehen wir mal kurz durch. Schnelldurchlauf, was wir hier sehen. Komm mal ruhig mit. Wir haben einen kanarienvogelgelben Crafter hier. Das heißt, es muss nicht immer ein Sprinter sein. Das ist ein MAN TGE. Ja, Also ja mancher. Ist ja baugleich. Ne? Es muss kein Sprinter sein. Und das hat uns der Kunde hingestellt. Ne? So, und der will den auch so in Gelb haben, oder? Der findet das geil. Explizit in Gelb haben, ja. Okay, das ist so. So, dann gucken wir mal. Das ist der 4x4, der muss jetzt weg. Katharina, du bist dafür verantwortlich, dass er gleich rausgeht. Das machen wir so. Der muss um 12 Uhr nämlich wieder in... Tiendorf. Ja, ein Tiendorf sein. Okay, wo auch immer das ist. Komm mal mit. Dann, das hier ist übrigens sehr praktisch. Das ist ein Sommerfahrzeug. Das heißt, hier kommen auch keine Fenster rein. Genau, deswegen ist er ja gelb. Okay. Verstehe. So, der kriegt noch eine geile Folierung am Schluss? Das hat der Kunde, sucht sich gerade was aus. Also ob wir das machen, weiß ich noch nicht. Aber das ist ja wirklich dann auch Kundenwunsch. Ne? So, sehr cool. Also ich kann mir vorstellen, mit der richtigen Folierung kannst du aus dem Auto was ganz anderes machen, nämlich ein richtiges Racing-Fahrzeug. Also es muss ja nicht immer so sein. Aber jetzt im Moment so in ganz gelb könnte ich mir auch einen Posthorn jetzt vorstellen. Ja, also es würde dran passen. Ne? Das Geile wäre, du könntest einfach Stealth irgendwo stehen. Dann könntest du sagen, ich bin von der Deutschen Post AG. Genau, das ist die gleiche Idee, wie du hattest mit dem Amazon-Fahrzeug, oder? Ja, dass man das traut. Habt ihr schon mal Kunden, die sagen, ich hätte ihn gern so stealthig wie möglich, wenig Fenster? Nein, bis jetzt noch gar nicht. Das kommt, glaub mir. Weil es gibt viele Leute, die sagen, ich hätte gerne mehr Dachluken. Also das habe ich schon gemerkt. Also die sagen, aus dem Schiffsbau gibt es Dachluken, die sehr klein sind. Hätte gern keine Fenster an der Seite oder das Originalfenster. Das geht ja auch. Das würde auch gehen, oder? Das heißt, man lässt das Originalfenster drin. Aber da haben wir ja, also es ist ja ein anderes Wärmeempfinden. Ne? Also in der Sonne. Die Wärmebrücke. Ja, auf jeden Fall. Und dann natürlich im Winter die Kältebrücke. Ne? Also da läuft dann das Tauwasser runter, wenn man drin schläft. Ne? Wenn man atmet, dann also über die Atemluft. Na, das hat man dann an den Fenstern. So, und dann, ihr habt schon gehört, aus Hamburg gibt es eine Firma, die macht so Magnetteile für den Sprinter, fürs Originalfenster. Und das ist ziemlich krass, was die gemacht haben. Project Camper, muss ich euch mal zeigen. Das ist, also das Thema Stealth wird euch umhauen. Also wenn einer käme und sagt, ich will aber keine Fenster, unbedingt nicht, wäre das ein Problem? Überhaupt nicht. Hätte ein bisschen weniger Arbeit, ja? Ja, das auf jeden Fall. Ne? Also wir haben jetzt auch ein Fahrzeug drin stehen, das hat keine Dachluken. Also er wollte unbedingt keine Dachluken haben. Ja, also dann kriegt er das so, wie er das möchte. Du kannst wirklich, also du kannst die Lederfarben bestimmen. Du kannst sagen, ich will überhaupt Leder haben. Stoff würde auch gehen? Stoff würde auch gehen, aber halt Leder ist besser zum Reinigen. Ne? Kunstleder geht auch? Ja, das ist Kunstleder. Also die Sitze jetzt nicht bei uns im Fahrzeug drin, aber die an den Seitenwände, das Leder ist Kunstleder. Ne? So, und das hier ist jetzt ein anderer Zustand, den gucken wir uns auch mal an. So kommen die an. Das heißt, die kommen ungedämmt und dann ist ein Mann, der, ich sag mal, anzeichnet, dann werden die Fenster eingebaut, dann kommt die komplette Dämmung mit rein, die Elektrik kommt mit rein. Das können wir uns gerade mal angucken. Der hier, der steht, der ist jetzt zu, oder? Der Grau hier? Der ist zu, der ist letzte Woche angeliefert worden und der kommt demnächst dran, ja. So, und hier vorne, da ist der Armaflex-Tisch. Ich grüße dich herzlich. Hi, So, du bist am Dämmen, dein Vorname? Frank. Hallo Frank, ja, wo kommst du her? Ausig. Kleines Dorf an der Elbe. Was nochmal der Name? Ausig. Ausig. Ja. Bitte jetzt auf Sächsisch? Ausig? Okay. Okay. So, und das ist Amazell, gutes Amazell. Ja. Das ist schweineteuer geworden, hast du gemerkt? Ich zahl's nicht. Achso. Das ist ein geiler Spruch, oder? Ja, das stimmt. So, aber wichtig ist der Verschnitt. Du guckst, dass du also, ich sag mal, eine Nutzfläche von mehr als 20% hinkriegst. Ja, Gut. also es wird im Prinzip alles verwendet. Alles. So geschnitten. Und der Rest kommt in die Suppe. Ja. Nein, das essen wir nicht. Ist ja nicht Nicht so. mal hier in Sachsen. So, der Verschnitt, das heißt, du gehst dann hin, holst ein Cuttermesser und schneidest das von Hand aus. Ja. Hast du schon Schablonen für die gängigsten Fahrzeuge? Auch, ja. Ja. Gibt auch Schablonen. So, die werden aber nicht gezeigt. Ja. Ist alles so. Darf ich mal was zeigen? Hier kommt, dass man auch mal sieht, wie viel Arbeit das ist. Das heißt, du schneidest dir einen Wolf an so einem Auto, oder? Das heißt, ist schon ein paar Tage, oder? Ja, 2 Tage gehen schon drauf. Komplett zu dämmen. Ja. So. Und du würdest sagen, das ist von der Qualität her wie so ein Selbstausbauer an jede Ecke reingeht, in jeden Winkel. Das heißt, du guckst, dass alles zu wird. Genau so sieht's aus. Leuchte rein, dann wirst du es sehen.
So, das heißt, auch hier kann man die Zwischenzustände gucken. Alle Kabel habt ihr nochmal überklebt, gedämmt und alles gemacht, oder? Ja. Es wird mit 19er Armaflex vorgedämmt, ist Metall, dann kommen die Kabel dahinter und dann wird nochmal mit einer 6er Armaflex überall drüber gedämmt. So, und damit das Alu auch nicht wieder eine Kältebrücke bildet, habt ihr auch das isoliert. Das hängt nochmal an einem Holzgestell hier dran, wie ich hier sehe, oder? Genau, das ist einmal Haltung, also das ist hält, das Stabilisierung. So, die Airline-Schiene kommt hier oben rein. Das ist ganz massiv. Das ist nicht nur so ein Holzgestell, das ist hier komplett geschweißtes Alu. Alu, genau. Krass. So, hier drunten. Hier sieht man so ein bisschen den Boden. Also das ist hier eingelassen. Dann müssen ja die Airline-Schienen, die müssen ein bisschen was halten können. Die hängen wahrscheinlich direkt ran an der Karosserie. Genau, wenn du mal kurz zu mir kommst, einmal Sieb. Der Mirko, sonst hört man dich nicht. Wie ist das verschraubt direkt mit der Karosserie? Ja, das macht auch der Frank. Also der schraubt das, also werden Schrauben von oben durchgebohrt und dann wird es von unten verschraubt mit einer großen Unterlegscheibe, also dass wir einen ordentlichen Druckpunkt haben und ich glaube aller 15 cm oder sowas ist das. Der Frank aus, wo kommst du her? Aus. Ich hab's doch gewusst, ja, dass es ein bisschen anders war. Hier alle Kabel, all das ist eine Riesenarbeit. Hier sieht man auch die Markise, da gibt es einen ganz klaren Punkt, wie die angebracht werden muss und nicht anders, oder? Genau, wir haben Vorgaben von Mercedes, dass neben den Spiegeln oben relativ nah ran 6 Halter verbaut werden müssen. Und das ist von Mercedes abgenommen worden und wir haben unseren Haken gekriegt. Okay, und dann haben die gesagt, ja, ihr seid ein guter Aufbauhersteller. Natürlich. Okay. So, das ist Mercedes, der Händler, das ist interessant gewesen. Der nimmt ja ganz viele Fahrzeuge von euch ab, schon mal per se. Hat das gesehen, wie ihr das gemacht habt, gesagt, komm, ich nehme mal 10. Genau, also jetzt ist es so im Jahr roundabout, nehmen die immer 10 Stück ab. Ja, Was machen die damit? ja, verkaufen. Die stellen den Raum und verkaufen die Wohnmobile praktisch für euch mit. Genau, richtig. Das ist euer Händler quasi. Das ist unser Händler. Und da stehen auch die Autos, wo du die kriegst. Das ist eine gute Symbiose. Das heißt, du kriegst die Autos von denen oder Genau, kriegst du also die direkt von Mercedes? Die kommen direkt von Mercedes, werden aber bei uns im Händler angeliefert, weil die brauchen eine Endkontrolle. Das können wir selber nicht durchführen oder wollen wir nicht durchführen. Und das macht dann unser Händler und dann haben wir einen großen Parkplatz da und dann können wir, wie wir das brauchen, die Fahrzeuge halt abrufen. Ne? Also wir haben immer Lagerfahrzeuge da. Also wir könnten da mal hinfahren, können uns das mal angucken? Klar. Okay, können wir gleich mal den anderen nehmen und fahren mal über die Rüttelpiste? Das wollten wir auch mal machen. Genau, dann machen wir mal eine Testfahrt. Ja. Du weißt, dass die Mitarbeiter dich schon ganz hochhalten. Die haben gesagt, hier, wenn es irgendwo klappert, dann gibt es Ärger mit dem Chef. Naja, also das ist ja ein bisschen meine Ambition. Ne? Also das darf bei mir im Auto auch nicht so sein, also dass es klappert. Das heißt, du willst den Anspruch von einer E-Klasse, willst du im Sprinter haben? Na, ich habe keine E-Klasse, ich habe eine V-Klasse, aber es darf nicht klappern. Darf nicht klappern. Ja. Cool. Ja, erstmal vielen Dank, Frank. Ja. Und aus? Aus. Ich lerne das nie, aber ja, hier, das haben wir eben schon gezeigt. Das ist ein Fahrzeug, das ist jetzt auch schon im Bau. Und da haben wir was ganz Besonderes. Das ist jetzt mal kein Renntransporter, oder? Nee, das ist so unsere Family Edition, sagt die Katharina immer. Da haben wir jetzt 4 Sitzplätze, also zum Reisen und 4 Schlafplätze drin. Ne? Ja, und wir haben jetzt hier oben ein Aufstelldach. Ja? Also es ist jetzt halt gerade geschlossen, können wir ja nachher mal öffnen. Und hinten haben wir noch mal einen Querschläfer drin. Krass, und der ist auch unter 3,5 Tonnen? Nein, das ist 4,2 Tonnen. Okay, das ist auch seriös, also mit 4 Personen. Ja, alles andere wäre, weiß ich nicht, also kriegen wir ja dann auch bei der Dekra nicht abgenommen. Ne? Denn für jeden Sitzplatz brauchst du ja N Kilo werden sowieso mal eingetragen und dann sinkt die. Kilo. Ja, dann voller Wassertank, 90% Dieseltank. So, und dann hat ja jeder auch ein bisschen Gepäck. Also wir bauen ja auch ein paar Schränke rein, also soll ja auch ein bisschen was reingelagert werden. Der Grundriss ist toll. Ja, Hubbett, die Frage wird schon mal gestellt, aber da sagt ihr ganz klar, das wäre möglich, aber du verzichtest dann auf Schränke. Du hast dafür andere Nachteile, sagen wir es mal so. Ja klar, also es würde ja immer im Raum hängen. Ne? Also das heißt, also ich könnte jetzt, wenn ich jetzt die Kinder im Hubbett schlafen lassen würde, könnte ich jetzt nicht mehr ins Fahrzeug rein oder raus oder ich würde dann unterm Schrank, also unterm Bett durchkriechen. Mhm. Hier vorne, der ist auch 7 Meter, aber kein super Hochdach, oder? Nee, geht ja nicht wegen dem Aufstelldach. So, und hier siehst du sehr schön, ja, die Holzfarbe, das ist der absolute Kracher. Und ihr habt doch ein paar Löcher reingemacht, aber nicht wegen dem Gewicht, sondern wahrscheinlich wegen der Wärmezirkulation, damit es im Bett schön warm ist. Genau, na. Also das ist nur für die nicht, dass es im Bett warm ist, aber da hinten ist der Wechselrichter drin. Das ist dann, wenn ich glaube, der ist jetzt eingestellt mit 70 oder 80 Ampere, also da passiert auch ein bisschen was, ne? Also wenn der lädt. So, und das Ganze ist von Victron diesmal in dem Fall. Batterien
zeige ich mal Lithium hier, aber das ist auch Kundenwunsch. Das heißt, wenn der Kunde mehr haben möchte, aufs Gewicht muss man immer achten ein bisschen, oder? Ja gut, die Fahrzeuge jetzt eher nicht. Ne? Also bei 4,2 Tonnen muss ich nicht aufs Gewicht achten. Aber das hat sich jetzt so rauskristallisiert, so 200, 300 Ampere-Stunden. Der hat noch 2 Solarplatten auf dem Dach, also da kommt man dann schon mit hin. Sag mal, Frau Schöne, komm mal her. Du bist ja hier Fachfrau für Fahrzeuglackierungen. Ja. Wenn ich hier die Teile in Schwarz haben möchte, was wäre dein Tipp? Geht das? Langfristig? Langfristig eher nicht. Dieses Kunststoff ist halt gepresst und wenn man dann irgendwann mal mit den Fingernägeln, es wird abplatzen. Irgendwann, oder? Ich könnte es jetzt versprechen und machen und es sieht alles toll aus und ich würde es nicht riskieren. Aber den Lasterrahmen siehst du danach nicht mehr, ne? Der ist weg? Der ist weg. Ah, okay, warum ist er weg? Ja, das wird ja noch mit Leder bezogen. Also der ist nicht zu sehen. So, guck mal, hallo. So, ganz viele Kollegen, die rumlaufen. So, du kommst alle mal. Dich habe ich schon gesehen, letztes Mal. Du bist der Einzige, der kein rotes T-Shirt anhat. Was ist denn heute Morgen passiert? Ich bin Fahrzeugaufbereiter für die Firma Prolack. Okay, das heißt, du kennst dich aus. Machst du so Endaufbereitung? Oder? Polieren, genau. Ich hätte draußen noch einen Etrusco. Also, Da kann man drüber reden. kann man drüber reden. Kastenbier von Prolack bist du, ne? Ja, genau. Aus? Wo kommst du her? Dresden. Dresden, ja. Okay, der Kollege, ich lerne das nicht mehr, wo der herkommt. Aus Dresden ist wie weit weg? 50 Kilometer, aber er ist jetzt wohnhaft in Großenhain. Ja. Also geboren in Dresden. Geboren in Dresden. Okay. Also ich kenne mich ja gar nicht hier aus. Eins habe ich gelernt, ihr habt viele kleine Straßen, wo du gutes Fahrwerk brauchst, ja? Ja, wahrscheinlich höher gelegt, eher als tiefer gelegt. Aber Straßen sind gut, fand ich jetzt gar nicht schlecht. Also hier der Ausbau, ich meine, sind zwar kleine Sträßchen, viele kleine Dörfer gibt es hier. Also ist so ein bisschen, also es lohnt sich hierher zu kommen, ist eine ganz andere Landschaft, aber du kennst ja nur das hier, oder? Ja, genau. War ein Spaß. Gut. Ja, erstmal vielen Dank. Also Fahrzeugaufbereitung haben wir geklärt. Auch hier unten, guck mal, da kannst du egal wo reingucken. Das ist schon Aufwand, das Ganze hier so zu dämmen, dass jeder Zentimeter ist nochmal hinterdämmt. So, und daneben, komm, wir gehen mal einen Schritt weiter. Da haben wir, ja gerne, auch was ganz Tolles. Das heißt, die Holzfarben, die Oberflächen, das kann der Kunde selber entscheiden. Hier in diesem Fall Eiche rustikal, oder? Ja, rustikal nicht. Die hat einen anderen Namen, aber Eiche auf alle Fälle. Ich könnte mal kurz spicken gehen. Sie geht mal spicken, aber das wäre jetzt so für meine Zielgruppe. Ich bin ja schon ein bisschen älter, über 50. Okay. Eiche ist zeitlos, kannst nichts falsch machen. Ne? Ja, kannst du wahrscheinlich immer, also siehst dich nicht kaputt. Ja. Und Katharina Haas? Eiche Evoco Sunset. Okay, der Kunde kann aber jetzt aus einer Tabelle, kann der kommen und kann sagen, habe ich irgendwo gesehen, Ja. Ihr könnt mal gucken, HBL, Oberflächen kriegst du dann, oder? Genau, ich kann ja auch gerne mal die Mappen. Also Mach mal, geh mal holen. Also ich will das einmal sehen. Aber hier der Rahmenbau, all das, was ihr hier gemacht habt, das ist wieder ein Family, der hier drin ist, das ist schon wieder die Ewigkeit, oder? Das soll ja für die Ewigkeit sein. Ne? Das war der Hans jetzt bei uns, jetzt die Garage, ist der immer zuständig. Der Hans ist wo? Hier. Ich dachte, du bist Schreiner. Ja, bin ich da auch. Aber du kannst auch schweißen. Ach so, nee, Den Rahmen jetzt. Den Rahmen, ja. Nee, die Rahmen, da haben wir eine Firma, die das für uns, sag jetzt mal, auf Maß schweißt. So, und die können auch schweißen, wie ich sehe. Also das ist sehr schön zu sehen. Aber das Geile ist natürlich, dass so ein Alurahmen gibt der Sache eine unglaubliche Stabilität, oder? Ja. Das Bett selber ist ein Teil der Fahrzeugstabilität, oder? Ja, also das Fahrzeug ist ja in sich schon stabil genug, aber wir wollen es ja halt so, dass das da, wo der Kunde drauf liegt, also wo er dann auch schläft, dass da nichts wackelt oder... Na, also das auf jeden Fall. Das ist wie eine Querstrebe im Fahrzeug. Ja, also die Katharina hat mir erzählt, ihr hattet schon mal einen Unfall mit einem Fahrzeug, vorne und hinten einen Crash. Wir selber nicht. Nee, nicht, aber ein Kunde. Ein Mercedes-Händler ist da ein Mitarbeiter gefahren und da war das Fahrzeug bis zur Frontscheibe eingedrückt gewesen. Und hinten ist dann auch nochmal einer drauf gestoßen und unsere Möbel haben alle noch da gestanden, wo sie hingehören. Die waren alle noch da. Ja, der hatte auch Familie drin, 2 Kinder, also wo ich dann auch immer ein bisschen Herzblut habe. Und das soll eigentlich so sein, dass es dann, ja, es kommt natürlich, wenn ich jetzt irgendwo mit 150 irgendwo dagegen fahre, da wissen wir ja selber, da würde das nicht mehr so aussehen. Aber sag mal, wenn ich diesen Grundriss haben möchte für nur 2 Personen, käme ich dann hin mit 3,5 Tonnen? ja, das ist ein 3,5 Tonnen Fahrzeug. Das sind 3,5 Tonner? Das ist 3,5. 7 Meter lang? 7 Meter lang. Aber kein Superhochdach? Ein super Hochdach. Okay, brauchen wir auch nicht, ja. So, du bist 1,90 Meter
96, bitte geh mal rein. Auf der Hand ist, glaube ich, Superhochdach das Richtige. Ja, super Hochdach, aber nur, dass man mal sieht. Also ich freue mich immer, wenn ich im Superhochdach arbeiten darf. Er freut sich immer. Ja, aber man kann sich ja die Eltern nicht aussuchen. Du weißt ja, wie es ist. Ja. Mein Sohn wird aber auch groß. Der ist 11, 1,62 Meter. Aber geht. Hier stehe ich dann schon so ein bisschen Kopf eingeknickt da. Ne? Das Superhochdach ist schon angenehmer. So, kann man haben, hat andere Nachteile, denn es sind wieder ein paar Zentimeter mehr, die kommen beim Superhochdach. 22 Zentimeter, das ist dann ein höheres Auto. Ja. Ist das viel teurer, das Superhochdach? Nein, viel teurer ist das, glaube ich, nicht. Also ich glaube 2.000 oder 3.000 Euro, also lackiert. Gut, später der Aufwand, das einzubauen, ist der gleiche, also plus minus, oder? Ob du ein Superhochdach baust? Das macht ja Mercedes, das Superhochdach. Nein, wenn du später ausbaust, ist der Ausbau ungefähr ähnlich von der Zeit her? Von der Zeit her ist das Gleiche, ja. So, das ist der Maschinenpark. Das Ganze hat begonnen vor einigen Jahren. Ihr habt off the scratch, das war also nicht irgendwie, ich sag mal, irgendwas, was neu angefangen hat. Die Katharina, komm ruhig mal her. Denn das, was du in der Hand hältst, passt nämlich ganz hervorragend zusammen zu dem, was wir gerade sehen. Denn das ist eure Spielwiese für die 5 Schreiner, die da sind. Und das sind die Oberflächen. Ja, also es ist ein Teil davon. Ne? Also wir haben jetzt hier ein groß, das sind alles so die Kopusse, die man sich raussuchen kann. Wir haben auch noch, in den Farbtönen sind noch mehr da, aber die habe ich jetzt hier nicht in groß. Das mal so ein bisschen durchfächern hier. Also das ist gerade hier in dem Family Edition. Das ist auch sehr beliebt gewesen im letzten Jahr. Dunkel machen wir nicht so oft, ne? Da hatten wir bis jetzt ein schönes Holz. So, das sind schon so ein bisschen die Highlights, die ihr rausgesucht habt, oder? Von denen. Das war jetzt einfach nur gegriffen. Ich habe oben noch mehr Ordner, aber man sollte vielleicht dem Kunden auch nicht mal alles zeigen, weil sonst sind sie völlig raus. Sonst wissen sie gar nicht mehr, was sie nehmen sollen. Ich mag die Katharina, die hat recht. Ja. Am besten eine schöne Vorauswahl mal treffen. Kunde kann aber auch kommen, kann sagen, hier das Wohnmobil gefällt mir besonders gut, bringt mal ein paar Bilder mit. Das hilft euch natürlich enorm, oder? Auf jeden Fall, natürlich. Also es geht ja dann auch ein bisschen zügiger also die Richtung, wo der Kunde hin will, ist ja dann für uns auch wichtig. Ne? Wenn der Kunde unbedingt rotes Leder will, dann kriegt er das. Dann haben wir schon gebaut, rotes Leder. Okay. Bitte mal zeigen. Das sind jetzt was? Oberflächenküche. Das ist Oberflächen für die Schränke, also für die Türen oder für die Arbeitsplatten. Und das ist so eine Anti-Print-Geschichte, ne? Also wo man die Finger halt nicht drauf sieht. Ah, warte mal. Ist das, was ich hier drin gesehen habe? Dieses, das Brombeer, was du drauf hast. Das ist Anti-Print hier? Ja. Ach, wie geil. Das heißt, da siehst du gar nichts drauf. Ja, so beschreibt das der Hersteller, ja. Also wenn du da drauf hast, siehst du das nicht. Hast du ihn schon verklagt oder ist das wirklich so? Nee, es ist wirklich so, ne? Okay. Ja. Krass, ja, wenn es mal eingebaut ist, ist ja zu spät. Wichtig ist aber auch, man muss Handbücher lesen. Also gerade was Kleben angeht, oder? Die Temperatur muss stimmen, die Verarbeitungszeit. Naja, da haben wir einen Kurs gehabt. Also da war die Firma, die den Leim herstellt, die war hier gewesen und hat uns dann da auch nochmal explizit darauf hingewiesen, wie das Bild auszusehen hat vom Verkleben. Na, da wird man ja nicht dümmer. Hast du schön gesagt, ja. Das ist wichtig. Ich finde euer Team cool. Also sucht noch Leute, männlich, weiblich, divers, unter anderem Schreiner. Ihr könnt gar nicht Schreiner genug kriegen, oder? Ja, Schreiner, ja, vielleicht noch 1 oder 2 Maximum. Aber im Karosseriebau ist halt gerade so ein bisschen, wo wir auch noch jemanden suchen. Was hat er gelernt, üblicherweise? Der Frank? Nee, den ihr sucht, Schlosser? Das ist eigentlich egal. Also der muss Handwerker. Handwerker sein. Ne? Der Frank ist gelernter Bäcker. Mhm. Ne? Also der backt das Auto. Der backt das Auto, nee, das nicht. Aber er konnte zumindest, wir haben eben noch Würstchen gegessen, also Bockwurst gab's. Er konnte die Qualität des Brötchens nämlich feststellen. Die war noch hier richtig warm, die vom Bäcker kamen. Ja. Ihr habt noch einen Bäcker hier, einen richtigen. Ja, wir haben überall Bäcker hier, ja. So, und das ist was ganz Besonderes. Das habe ich gelesen. Das ist, Phoenix ist die Oberfläche dann hier in dem Fall, oder? Richtig, genau. Das ist das Anti-Print, was wir jetzt gerade gesehen haben. Ja, und aufgeklebt ist es auf so eine Leichtbauplatte. Ne? Also heißt wieder Gewicht sparen. So, das hat aber nichts zu tun jetzt mit Ikea. Das hier ist Hightech, oder? Das ist Hightech, ja. Also nicht, dass Ikea kein Hightech ist, aber da ist jetzt keine Pappe drin. Hier ist keine. Also hier ist so eine Lager drin. Also das heißt, es sind, glaube ich, 3 mm rechts und links, ne, von dem Pappelsperrholz, und innen drin ist halt so eine Wabenstruktur. Und die Wabenstruktur gibt der Sache unglaublich Stabilität, oder? Ja, also es verzieht sich halt nicht so. Ne? Also Pappelsperrholz kann in größeren, sei es mal gerade bei der Badtür oder sowas, kann sich das ein bisschen verziehen. Ne? Das verzieht sich gar nicht? Das verzieht sich nicht, nein.
Ja. Krass, schöner Werkstoff. So, als Schreiner, ihr habt ja gesagt, alles muss Handarbeit sein. Bei der CNC, da wäre es ja keine Handarbeit mehr. Aber ganz ehrlich, ihr steht der Sache nichts nach, oder? Die Möbelverbinder, alles kann... Ich habe das Baute habe ich gestern schon gesehen. Wir waren ja gestern mal kurz hier drin. Das ist schon Arbeit, wenn du hier sowas zusammenbaust. Aber du sagst, das geht mir leicht von der Hand, das habe ich gelernt. Ja, sicher. Das, Bist du beliebt bei den Nachbarn eigentlich bei dir? sehr sogar. Wirklich sehr. Wie bei meinen Kollegen, stimmt's, Hans? Ist das so? Gute Handwerker haben viele Freunde? Ja, doch. Also wenn man mehr Zeit hätte. Da kommen oft mal Anfragen irgendwie, ob du mal das machen kannst. Ob du mir helfen kannst im Rahmen einer nachbarschaftlichen Hilfe. So, dafür gibt es ja mal einen halben Kasten Bier oder so. So, ich muss immer aufpassen, was ich sage, ja. So, dann, hier ist noch ein Kollege, hallo. Hallo. Ich darf dich mal kurz zeigen. Dein Vorname? Enrico. Enrico, ich grüße dich. Und deine Aufgabe ist bohren. Alles. Alles. Alles, was mit Möbel zu tun hat. Sag mal, es kann ja mal sein, es fährt mal jemand in Urlaub. Ja? Ist das erlaubt, hier Urlaub machen? Ich denke doch. Denk doch. Und wenn du wegfährst, Die ist ja noch kein- da muss ja jeder alles ein bisschen können, oder? Das heißt, du kannst auch die Arbeitsplätze von Kollegen auch mal setzen? Richtig. Ist das hier dein Lieblingsarbeitsplatz oder ist das schon mal ein Wechsel? Da ist der eine Clipper auch mal Armaflex? Alles, wir machen alles. Also wir wechseln uns ab, wo gebraucht wird. So, jetzt ist noch nicht Freitag. Ja, wie denkst du über die Woche? Wie ich über die Woche denke. Positiv, wie jede Woche. Richtig, am Montag kamst du an und hast gesagt, hey, du Kreiser, die Welt ist schön, Richtig. ich baue noch ein Auto. Nee. Ist das nicht so, wenn man das baut, die Zeit geht ja schnell rum, jedes Auto ist ein bisschen anders. Das ist richtig. Nicht jeden Tag geht es schnell rum, aber die Arbeit macht Spaß und sonst wären wir nicht hier, alle. Wenn du ab und zu mal, hast du mal in so Serienfahrzeuge in der Massenproduktion mal reingeschaut? Also so typische Camper, die vom Fließband gelaufen sind. Habe ich noch nicht gesehen, bloß auf der Messe und Die werden anders gebaut, das hast du gesehen. richtig. Nicht schön. Und die müssen ja auch billig sein. Das ist ja, kommt ja mit hinzu. Der Preis ist ja ganz wichtig. Das mag Sinn, aber Okay, ich habe verstanden. Sehr schön. Erstmal vielen Dank. Die Mecklenburger Quelle übrigens. Ich zeige es mal gerade, wo wir sind. Wir sind tatsächlich in Sachsen. Ich fasse es immer noch nicht. Ich war noch nicht in Sachsen. So, wir gehen mal weiter. Der darf auch nicht. Ist das der aktuelle Kalender von Forch? Ja, das ist der aktuelle Kalender. Also ich bediene den nicht, also es ist für meine Kollegen ja. Ja. Ist das ein Problem für dich, Katharina, wenn hier Frauen nackt? Ich arbeite mit so vielen Männern zusammen und es sind überall Kalender. Die werden sich wohl nicht ändern die nächsten 3 Jahre, oder? Nee, gar nicht. Nee. Nee. So, und das hier ist eine, was ist das hier? Eine Kreissäge? Formatkreissäge. Formatkreissäge. Wenn du mir mal erklärst, wie die funktioniert? Ja, Hat einen Schalter an. ich mach's an und mach's aus wie die Mikrowelle, bloß dass ich keine Zeit einstelle. Aber hier sind zum Beispiel Winkel drin. All das lernt man. Also das ist eine Winkellehre, die ist jetzt auf 90 Grad eingestellt, weil ja sehr, sehr viel auf 90 Grad geschnitten wird bei uns, sonst passt es wieder nicht. Kann das natürlich stufenlos bis 45 Grad verstellen, wenn es mal schräg sein muss. Ich kann das Sägeblatt verstellen, auch bis 45 Grad. Achso, du kannst den Winkel vom Blatt verstellen, wenn du Gärung machst oder so. Ja, richtig, oder halt um andere Fahrzeugkonturen anzunehmen, 7 Grad, 15 Grad, was auch immer gebraucht wird und so weiter. Wir haben hier ein Vorschneidwerkzeug, dass die Oberfläche eben, wenn wir dann durch das Halbsägeblatt fahren, nicht nach unten ausplatzt. Das ist feiner, das Werkzeug, das erste. Nee, das kratzt nur die Oberfläche quasi so ungefähr einen halben Millimeter an und die Oberfläche ist gebrochen und das Hauptsägeblatt kann dann die restliche Platte durchsägen, ohne dass es nach unten ausreißt. Das läuft in die andere Richtung und kratzt im Prinzip unseren HPL plus an. Ah, okay, damit das nicht ausbricht. Okay, weil das wesentlich härter ist, das HPL. Verstehe. Was ist hier vorne? Was ist das für eine Maschine? Eine zweite? Eine zweite Formatkreissäge war bis vor kurzem unsere einzige, die wir hatten. Jetzt machen wir halt so die groben Zuschnitte, Plattenzuschnitte und so weiter. Schichtstoff wird zugeschnitten, sprich das HPL. Danach wird es verklebt und geht in die Presse. Die Presse ist wo? Da hinten das grüne Ding. Das grüne Ding. So, das hat wahrscheinlich mehrere Sicherheitsmechanismen. Aber man könnte theoretisch einen Arm reinkriegen. Ja, du kannst dir auch einen Kopf reinkriegen, wenn du das willst, aber da wärst du doof. Weil das machst du nur einmal. Aber die kann richtig, oder? Die drückt schon richtig, ja. Die hat, ich glaube, 2 oder wie viel, Mirko, weißt du es aus dem Kopf? Wie viel Wir haben Tonnen? hier hinten einen Manometer dran, also wir drücken ja jetzt immer
Also das haben wir voreingestellt. Ja, das haben wir hier, das ist unsere, was der Mirko angesprochen hat, bei unserem Lehrgang. Ja, hier haben wir nämlich auch für die ganz Doofen oder halt, wenn man ein geiles Wochenende hat, Montag früh, kann man hier nochmal gucken. Das sieht halt scheiße aus, haben wir nicht gut gemacht. Ja, ja. Zu viel, zu langsam. Viel zu schönes Wochenende gehabt. So soll man es nicht machen. Da kriegen wir wieder Mecker mit dem Chef. Das ist zu schnell oder zu hoch mit dem Schichtstoff, mit dem Sprühkleber gearbeitet. Und so muss es halt aussehen. Ja, wir haben es halt stehen gelassen. Die Gesichter waren so toll. Hier haben wir einen anderen Sprühkleber. Macht ein anderes Sprühbild, arbeitet ein bisschen anders, hat aber die gleiche Wirkung. Okay, verstanden. So, da ist das Manometer. Ja, also ich glaube, die drückt bis 200 Tonnen, glaube ich. Ne? Wie viel Tonnen? 200 Tonnen, aber das brauchen wir jetzt nicht. Ja. Okay, das heißt also, dieses Material bei der Pressung hält diesen enormen Druck, das geht nicht hin zusammen, sondern dieses Waben, die... Tonnen oder sowas drücken wir jetzt. Ne? Also das, ihr drückt auf die Wabenstruktur 50 Tonnen und das... Ja. Das verteilt sich ja. Es verteilt sich. Verteilt sich. Wenn wir jetzt ein kleines Werkstück haben, sage ich mal, dann drehen wir das natürlich rapide runter, auf jeden Fall. Ja, aber krass, wenn jetzt aber angenommen die komplette Presse wird jetzt verlegen, dann drehen wir den Druck schon richtig hoch. Das kann richtig was ab, dieser Werkstoff. Ja. Das gab es früher noch nicht bei dir in der Ausbildung, ne? Nee, da gab es andere Sachen, aber sowas Massives, sowas Festes, was so eine Steifigkeit hat, gab es nicht. Nee. Gut, das brauchen wir ja nicht zu Hause. Oder ist aber auch nett für zu Hause. Ist wahrscheinlich nicht billig, der Werkstoff, oder hier? Nein, das ist das teuerste Holz, glaube ich, was wir momentan haben. Ja. Also da geht einiges drauf. Die Holzpreise waren ja mal so richtig hoch. Ist jetzt ein bisschen besser geworden? Nein. Also Pappelsperrholz ist nach wie vor gefragt. Also das heißt, die Preise sind jetzt momentan noch nicht weiter runtergegangen. Ne? Vielleicht 3-4%, aber die Preissteigerung, die wir 21, 22 erlebt haben, die hat sich noch nicht wieder amortisiert. Krass. So, hier nebenan ist noch was. Was ist hier unten drunter? Kann man kurz mal gucken. Da steht das Bier drin im Sommer. Das Bier. Das sieht aus wie eine Sauganlage, oder? Absaugen ist das richtig. Okay. Hier in der Ecke haben wir einen Kompressor. So, Kompressor ist auch ganz wichtig. In der kompletten Halle Druckluft haben. So, ich habe gesehen, alle waren hier schwer am Rauchen, als ich reinkam. Nicht alle, ich nicht. Leidenschaftlicher Sportler. Nee, ist auch hier Rauchverbot, also in der Werkstatt. Das heißt, also wo Holz ist, gibt es keinen Rauch. Auf jeden Fall, definitiv. So, und das sieht man hier, Felder. Boah, da hast du ja richtig investiert damals, oder ihr beide. Das heißt, Du kommst aus dem Bereich Immobilien, hast einen Immobilientransporter sogar eben noch in der Halle gehabt. Habe ich gesagt, fahr den mal raus, zu viel Werbung. Genau. Da kommst du her eigentlich, oder? Immobilienmakler bin ich seit 20 Jahren und das ist ja, wie soll ich sagen, es ist einfach so gekommen. Und dann waren wir, wo wir den ersten Transporter gebaut haben, ist es dann halt geschehen. Und hier ist es halt so, dass ich ich sage, ich bin jetzt auf keinen anderen angewiesen. Ne? Also ich habe meine Kollegen, auf die bin ich darauf angewiesen, dass die mir ein schickes Auto bauen, was mir vielleicht im Kopf schwebt. Und alles andere entsteht hier. Ja, und das ist halt für uns wichtig. So, wir werden gleich mal ein zweites schönes Fahrvideo drehen. Wichtig war mir einfach, den Spirit rüberzubringen, also von eurer Firma. Ihr wart auf einer Messe. Also ist krass, ihr baut seit wie vielen Jahren jetzt Autos? Seit 2018. Ja. 18, also seit 6 Jahren. Baut ihr fast 6 Jahren Autos. Ja, und also 5 Jahren. Ihr wart das erste Mal auf der Messe. Letztes Jahr, dann kam die Pandemie, glaube ich, noch dazwischen. Habt ihr da viele Autos gebaut während der Pandemie? Ja, genauso also wir haben noch nicht die Stückzahl geschafft. Ne? Wir waren in einer anderen Halle, da haben halt nur 2 bis 3 Autos reingepasst. Wir sind ja im Februar letzten Jahres sind wir hier eingezogen. Ja, und dann kann man uns natürlich jetzt steigern. Sag mal, wenn ich heute einen bestelle, jetzt haben wir ich gucke mal auf die Uhr, 29. Juni 23, ein Donnerstag. Wann kriege ich das Auto? Ich denke mal vielleicht irgendwann im März. Nächsten Jahres? Okay, also plus minus 8 Monate, 9 Monate? 8-9 Monate solltest du rechnen. Ne? Oh, das wird sich ändern. Kann ich hier fest versichern, denn ich sag mal, die Preise, die du eben genannt hattest, waren brutto inklusive Steuer. Du bestellst immer die große Motorvariante, Automatik mit drin, volle Hütte, alles was geht, oder? Alles was sinnvoll ist. Ne? Also wir nehmen zum Beispiel den Seitenwindassistenten nicht, weil den finde ich halt nicht so schön, wie der regelt, aber sonst ist alles drin in dem Fahrzeug. Abstandstempomat, Distronic, LED, kannst du ja gleich Neuengang. beim Fahren testen, ist alles drin. Sehr schön. Ja, ich glaube, das hat Zukunft. Das Coole finde ich, dass er die Preise, weißt du, nicht so, du kennst ja nicht aus. Hast du nicht die Preise mal gesehen, was die anderen für lange 7-Meter-Sprinter verlangen? Ja, jetzt explizit 7-Meter-Sprinter nicht, aber Preise, der Messebesuch, wann war es, letztes Jahr oder dieses Jahr im Frühjahr, wann wir waren?
letztes Jahr Oktober waren wir auf der Messe gewesen in Leipzig und da hat man schon mal so ein paar Preise gesehen vom Wettbewerb. Ganz ehrlich, mich hat es da aus der Latschen gezogen. Dort waren Dinger, die waren so teuer wie unsere Kisten. Ja, da hast du gedacht, die haben eine Feuerholzkiste dort reingebaut. Also ich kann es nicht verstehen, wie man solche Preise aufrufen kann im Verhältnis zu unseren, oder Mirko muss 100.000 drauflegen. Keine Ahnung. Aber das Coole ist, wenn du so preiswert bleibst, da gehe ich mal von aus. Das heißt, es geht ja darum, die Preise, die verändern sich ja gerade am Markt. Vieles wird viel billiger, was vorher zu teuer war. Das kann man langfristig nicht, ja, ist so. Also wenn du irgendwas nicht verkaufen kannst, dann musst du am Preis nachlassen. Genau, aber momentan ist es ja so, also wir müssen ja auch mit Mercedes mitgehen. Die haben ja auch natürlich immer eine Preissteigerung ein bis zweimal im Jahr. Die müssen wir natürlich mit anpassen, aber sonst, wenn jetzt so unsere Preise von den Materialien nicht teurer werden, dann werden wir jetzt nicht teurer. Du hast eine Gleitpreisklausel drin plus 100%, oder? Nee, leider nicht. Nee, was steht bei dir drin im Vertrag? Ist Festpreis? Es steht immer das unverbindliche Angebot. Ja, aber was erwartet mich? Zeichne das Doppelte? Nein, auf keinen Fall. Also das ist schon der Richtpreis. Na, wir kalkulieren das ja. Also wir reden ja auch mit unseren Zulieferern, gerade im Holzbereich etc. und gucken da, ob da irgendwas sich anbahnt oder sowas. Also das bleibt dann schon gleich, also der Preis. Ne? Also es gibt natürlich auch welche, der dann im Nachgang sagt, ich hätte noch gerne die Option, die Option, die Option. Dann erhöht sich natürlich der Preis. So, wenn ich aus der Schweiz komme und sage, naja, den Sachsen vertraue ich nicht so sehr, bevor ich mein Geld überweise, gibt es Sicherheiten für die Anzahlung? Kann man sowas leisten, Bankbürgschaften? Bankbürgschaften kann man auch leisten. Aber wenn er sagt, hier, ich gebe dir 100.000 oder 50.000, was ist üblich bei Auftragserteilung? Was kommt dann? Ja, also bezahlst das Auto, ne? Also das bezahlst du 100%, kriegst du auch einen Fahrzeugbrief. Also hast du schon. Also nochmal, das Fahrgestell zahle ich und krieg den Fahrzeugbrief. Ja, natürlich, ist ja dann seins, er hat es ja bezahlt. Ja. Das ist doch ein geiles Konzept. Ja. Finde ich gut, habe ich nicht so oft gehört. Also du kaufst das Fahrzeug quasi, du bist Eigentümer schon des Fahrzeugs, hast einen Fahrzeugbrief. Genau, so einfach. Und dann ist das Auto bei uns und dann wird eine Anzahlungsrechnung für den Ausbau geschrieben. Und der ist ungefähr immer so 80% von der Ausbausumme. Aber was ist so eine typische Summe? 50? 50.000 bis 60.000 Euro, also netto. Also ihr seid total transparent, was auch die Kosten angeht. Das heißt, der Kunde sieht sogar, was hat mein Basisfahrzeug gekostet. Ja, natürlich, also warum soll ich das ist nicht natürlich. Okay. Also Leute schreiben eine Gesamtrechnung über ein Wohnmobil. Ja. Die wollen sich nicht in die Karten gucken lassen. Warum? Wenn man was zu verbergen hat, dann macht man das so, aber wenn man nichts zu verbergen hat, dann macht man es so. Ja, viele sagen, das interessiert den Kunden doch gar nicht, was das Fahrgestell gekostet hat. Oder das? Weiß ich nicht. Dich interessiert? Ja, interessant ist das auf jeden Fall schon. Ob ich jetzt explizit nachfragen würde, weiß ich nicht. Aber sieht schon cool aus, wenn da ist, was die Hütte kostet und was da reingesteckt wurde und so weiter. Da hat man vielleicht auch mal eine Vorstellung, was kostet so ein Kühlschrank oder was kostet so ein Schrank, wenn man mal was anderes haben will oder was umrüsten will oder so. Ungefähr in Arbeitsstunden. Was denkst du, was steckt in so einem Auto drin? Ungefähr 500. 500? Ist ja total wahnsinnig. Also überleg mal, eine Stunde heute, wenn du heute mal, gibt es irgendwas, was du nicht selber machen kannst an deinem Haus? Am Haus? Das Dach? Ja, ich sage, alles, was mit Malerarbeiten zu tun hat, das will ich nicht. Da bin ich zu doof, da habe ich keinen Bock drauf, das mache ich nicht. Ich könnte es vielleicht. Aber Stundensatz, wenn du nicht gerade einen Kollegen fragst, der nebenan wohnt? Da ich ja auch sehr beliebt bei den Nachbarn bin, sind auch meine Nachbarn sehr beliebt bei mir. Und das funktioniert auf unserem kleinen Dorf noch so. Eine Hand wäscht die andere. Aber du weißt selber, Handwerker heute 80 Euro die Stunde, das ist nicht unnormal. Ja. Habe ich auch schon mehr Geld verdient. Da verdienst du noch Geld an dem Auto. Und wenn wir alles mal 500 Stunden... Das ja nicht machen, ne? Also momentan können wir uns noch was zu essen kaufen. Gott, sehr schön. Also das ist auch für dich noch so, weil da ist ja noch Mehrwertsteuer drin. Die ist ja auch schon drin. Ja, richtig. Sind auch hier in Sachsen auch 19? 19%. Also das ändert sich an der Grenze nicht, ne? So, wenn exportiert wird. Hast du schon viel in die Schweiz geschoben eigentlich? Nein, in die Schweiz haben wir noch gar nichts verkauft. Also wir haben Belgien, wir haben in Dänemark, also in die Richtung. Also liebe Schweizer, ihr müsst hierher kommen. Das sind eure Autos, 3,5 Tonnen, Handwerksqualität von sächsischen Handwerkern gebaut. Ist die sächsische Schweiz eigentlich weit weg von hier? Hinter Dresden 50 Kilometer, nochmal 30 drauf. Wie sieht das aus? Ich war noch nie da. Sächsische Schweiz? Ja, sind das Berge oder? Ist eine Empfehlung. Vorhin. Macht ihr selber ein Bild. So, also macht das, kommt nach Riesa, also das erste Mal. Ich habe Leuten erzählt, ich fahre nach Riesa, alle haben gesagt, oh, das tut mir leid.
Aber ich muss sagen, ihr habt so schön hier. Das heißt, man kann auch mal hier vorbeikommen, wenn ich euch kennenlernen möchte. Ich meine, man kann ja viel über Telefon, hier hat das Video gesehen und so, aber man kann auch mal vorbeikommen und kann mal Hallo sagen, einen Termin machen, ne? Also das ist ja uns ganz wichtig. Also wenn wir jetzt einen Ausbau besprechen, dann ist es schon wichtig, wenn derjenige mal hier ist. Ja? Na, es gibt ja halt so viele Optionen, vielleicht hatte die noch gar nicht alle im Kopf gehabt. Hast ja gerade gesehen, wir haben mehrere Autos drin stehen und wenn die, sag jetzt mal, ja, es entwickelt sich ja auch bei dem Kunden dann nochmal was. Na? Und das ist also, Transparenz ist für uns halt wichtig, ja. Krass. So, also ich bin total geflecht. Ich habe auch keine Fragen mehr. Nur wie heißt das? Das soll MH heißen, oder? Genau. So, MH steht für? Motorhome. Motorhome exklusiv in Riesa. Also wirklich, guckt euch das selber an. Tolles Team, stellvertretend 4 Leute für 7. Ist das korrekt? 7 habt ihr? Und ja, ich bin begeistert. Motorhome exklusiv. Wir schreiben die Kontaktdaten rein und machen gleich mal eine Probefahrt. Danke fürs Einschalten. Tschüss.